Hey, ihr. Seid ihr bereit für Lenegis? Ich weiß nicht, ob ich es bin, aber ich glaube, es wird heute passieren. Oh Gott, es ist so warm. Ich muss es kurz rauslassen. Es ist einfach viel zu warm. Wenn es nicht so verdammt spannend wäre, würde ich jetzt im Garten liegen und bei immer noch 30 Grad versuchen zu atmen. Aber manchmal muss man einfach tun, was man tun muss. Ich hoffe, ich verkrafte das, aber es ist einfach zu spannend gerade. Lenegis! Aber zuerst müssen wir noch einen Subsugel legen. Hey Lex. By the way. Hi Lex. Ich habe beschlossen, wir holen noch den Sugel aus den Ruinen. Bevor wir losfahren, vielleicht gehen wir auch noch mal einkaufen. Ich weiß nicht, ob es Läden auf Lenegis gibt, die mir Dinge verkaufen. Wahrscheinlich nicht. Ich bin ja schließlich der Feind. Insofern, schauen wir mal. Wir begeben uns ja tatsächlich in die Höhle des Löwen eigentlich. Something feels odd here. Be on your guard. Okay, warte, wo ist das Schiff? Ah, da. Da gehen wir aber noch nicht rein. Die Sugelschwärme könnten wir vielleicht auch noch machen. Wo ist das denn? Wo ist das denn? Ach, guck mal, der Keil ist auch so ein eigenes Ding. Witzig. Huch, und in Pelichin ist noch eine Sidequest aufgegangen. Ah ja, hier. Das ist ja sogar im selben Gebiet. Das passt mir, glaube ich, eigentlich ganz gut. Weil wir ja sowieso dahin müssen. Da können wir auch schnell hier oben vorbeischauen, glaube ich. Doch, das müsste gehen. Hey, Woman. Erstmal ein bisschen warm kämpfen. That was quite the little adventure we went on. Und dann los. Ich habe auch kein Essensdings. Dann machen wir mal ein Essensdings. Dann kriegen wir vielleicht auch noch ein Skit. Muss man für Platin eigentlich alle Skits gesehen haben, Lex? Weißt du das zufällig? I've got a good amount of info on our enemies written down now. That's wonderful, Rinwell. I'm sure that data shall prove most useful. I like to think so. If there's anything you want to know, just ask. I'm good. Was machen wir denn Schönes? Irgendwas, was vielleicht ordentlich reinhaut. Elementarverteidigung hoch zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, ob es Elementar angreift oder nicht. Ist immer ein bisschen schwierig. Nicht noch irgendeins, das Angriff hoch macht? Nee, ne? Dann nehmen wir mal das hier. Wird schon schief gehen. This came out so good. I almost hate having to eat it. So, Lokisara oder Dohalim. Ich bin ehrlich gesagt für Dohalim, weil er eventuell gleich noch relativ wichtig wird, wenn wir jetzt nach Lenegis fahren. Dohalim, care if I hang out for a while? Aber ich hoffe, die anderen kriegen wir auch noch. Another fine day for journeying, huh? Tell me, do you ever find yourself tiring of the vagabond existence? It's better than being enslaved, that's for sure. I get to pick my own destination, for starters. You don't get those luxuries as a slave. Ist das Spiel irgendwie Shackle a leiser man's geworden? feet, and you put a clamp on his heart as well. Then there was the food. Gross slop that left you in a permanent state of hunger. Ugh, you wouldn't believe the things I ate to keep from starving. What about you? This must all sound pretty alien to someone who used to be a lord. Is that a hint of interest in my past I detect? I guess that's one way to put it. Well, certainly starvation was never a concern I had to contend with. The day-to-day grind was largely taken care of for me. I even had help getting in and out of clothes. All that was required of me was standing still while looking solemn. That's quite the downgrade you've made. It's a wonder you don't sound more bitter. This might surprise you, but I actually don't find our current situation all that disagreeable.
My own hardships paled in comparison to yours, granted. But life as a lord came laden with its own restrictions. Forgive me. Such complaints must sound like feeble extravagances to a Danon. True, Renan opulence doesn't feature high on my sympathy list. Then again, yours isn't exactly a normal case. I suppose it's not. Sometimes, I can't help but wonder how much easier life would have been without the trappings of nobility. No. You really mean that? Pay me no heed. Not but the ramblings of a privileged eccentric. Whatever my past, it has led to my being here. That is all the reality I need concern myself with. 300? Oh, shit. So muss man alle gesehen haben? Oh mein Gott, das erklärt vielleicht deine 165 Stunden. We'd best get ready for tomorrow. Uff. Shall we get moving? Ja, moven wir mal. Aber ist das Spiel leiser geworden? Ich hab Fragen. Sind nicht alle, die es gibt? Um Gottes Willen. Okay. Ich hätte mal zählen können, wie viele es sind mittlerweile, aber vielleicht ist es besser, wenn wir das nicht wissen. Well, if you're up... Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. For being the decoy. No thanks. Let's turn back. Kein Zurück. Ach komm, Level 42 kriegen wir hin. Gotta break through. Mittlerweile sind wir, glaube ich, auch auf dem Level. You picked the wrong fight. Can't get out of this. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, aber ich glaube... Oh nein. Wer hat denn Renwell in die Party gemacht? Ich meine, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Da das hier so ein Elementding ist, aber... Das habe ich eigentlich nicht veranlasst. Kann ich da eine Zahl sehen oder muss ich selber zählen? Aua. Hey Les, na? Gott, ich hasse fliegende Gegner, diese. Der kann doch auch mal 5 Sekunden stillhalten. Für mich. Oder auch nicht. Aber zumindest schmelzen seine KP ganz angenehm dahin. Und bam. Aber ich bin so gespannt. Ich meine, wir haben ja schon ganz kurz mal Lenegis Luft geschnuppert. Au. Aber so richtig ja nicht. Es wird automatisch gezählt. Okay. Vielleicht magst du mir nach dem Kampf auch verraten, wo ich das sehen darf. Wahrscheinlich irgendwo in unserem Datalog, den ich nie benutze. Ich habe auch mal gegoogelt, wie man das zweite Art auslöst. Ich habe es noch nicht hinbekommen. War zu viel los. Aber theoretisch weiß ich es. Au. Theoretisch weiß ich jetzt, wie es geht. Kann mal jemand Shion heilen? Oder so. Wer ist so happy? Guck mal, wie er tanzt. Also den würde ich schon als Haustier nehmen. Weil man muss ja dafür irgendwie 5 verschiedene Arts auslösen. Bin da eher so nicht so.
Aua. Ich variiere so ungern. Healing is what my arts do best. Bin mal gespannt, ob das jetzt auch als Super Sugel zählt, by the way. Müsste aber eigentlich. Hallo. Ja, das hat gezählt. I've never seen so many bullseyes. I couldn't have done it without you. Nice. Okay, wir haben doch hier Gegnerinfo. Da wird es wahrscheinlich nicht sein. Ist das hier? Aha. Weißt du, wieso heißt das Aufnahme abspielen? Ich habe das nie angeklickt, weil ich immer Angst hatte, dass es irgendwelche Videos zeigt. Das ist doch blöd. 197 Plaudereien haben wir schon gesehen. Das ist gar nicht mal so wenig. Ich muss echt mal mehr Zubehör schmieden, by the way. Aber naja. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist das Spiel doch länger, als ich befürchtete, aber nur noch 3 Lagerplätze ist auch schwierig, ne? Oh, das hier ist auch ein bisschen doof, weil ich ehrlich gesagt keinen Überblick habe, was ich schon gekocht habe und was nicht. 7 Eulen fehlen noch. 31 Astralblumen? Wo sollen denn die ganzen Typen sein? Vor allem, wenn es nur 20 Elite-Monster-Typen gibt, wieso... Hä? Das macht nicht so viel Sinn. Okay, never mind. Ich hab Vieh, das erwachsen geworden ist. What's new? Truly a trackless path. What do you say we check back in on the ranch? Ja, Farmerboy. Ist ja gut, Farmerboy. Ich kümmere mich ja schon ums Vieh, Farmerboy. Nicht zu verwechseln mit Farmerboy. Der bringt nur die Schmerzmittel. Ja, darauf wird es wahrscheinlich rauslaufen, ne? So, ich glaube, wir müssen nicht nochmal kochen, aber ich würde vielleicht gleich nochmal schlafen. Ja, auch so Dinge wie hier den ganzen Kram fertig machen. Dass man jede Waffe einmal hat, ist, glaube ich, auch sowas, was man dann eher nach den Credits macht. Kann ich hier noch irgendwas Großartiges machen? Nicht so wirklich. Ich weiß halt auch nicht. Irgendwie hat mich dieses Zubehörsystem nicht gepackt, muss ich sagen. Ich meine, wir haben auch so überhaupt keine Probleme durchzukommen bisher. Ich beschreie es jetzt wahrscheinlich, aber... Okay, ich melde mich. Dankeschön. Aber ich habe leider schon gesehen... Simply marvelous. I'll never tire of admiring this relic. Ich habe schon Dinge gesehen. Zum Postgame. Naja. Good night, everyone. Sie haben es wieder getan und ich hasse alles. Ja, nicht alles. Aber, ne. Days Postgame. like this are perfect to curl up with a good book. Yeah, tell me about it. What in the world would you do with a book? Hey, the pictures can teach a guy a lot. Oh Gott, Law. Oh Gott, Law. Oh Gott, Law. This place is rather gloomy. Why don't you lighten the mood for us while we're here then? I'll see what I can do. Naja, ich schätze mal nicht, dass wir es heute schon durchspielen, oder? So, wo genau war der jetzt? Ebene 2 oder so? Jetzt müssen wir mal gucken. Das stand doch da bestimmt dabei. Zweites UG. Und bestimmt auf der Seite, wo ich nicht mit dem Aufzug hinfahren kann. Ich fahre trotzdem auch runter.
Ja, natürlich auf der anderen Seite. Komme ich da jetzt auch so rüber? Leider nein. Dann müssen wir wohl springen. So, und zwar... Hier, oder? Doch, müsste passen. Hoppla. Hätte ich gar nicht nächtigen müssen. Oh, übrigens, Cult of the Lamb hat einen Patch bekommen. Das heißt, wir können bald auch mit dem Kult im Stream starten. Das freut mich ein bisschen. Also, wir fahren, wenn wir hier fertig sind, mit dem Starship los. Angeblich nach Lenegis. I'd steer clear of that Zoogle if I were you. Ach so? Damn. That weak, huh? Wieso machen die sich jetzt schon wieder in die Hose? Level 43? Geht doch. Let's dispose of the trash. Oh nein, ich habe schon wieder vergessen, sie umzuschubsen. Ich meine, 2 davon ist unangenehm, aber das sollten wir hinkriegen. Au! Kann der mich nicht one-hitten? Das wäre angenehm. Geheilt werden wir auch nett, Chion. Nur wenn es keine Umstände macht. Also ich sag mal, Damage ist okay. Ich glaube, da kann man sich nicht beschweren. Darf halt nur nicht in seine Attacke immer reinrennen. Muss aber sagen, die Kamera könnte besser sein. Die ist ein bisschen überfordert mit den 2 Gegnern, glaube ich. Ja? Will? Hold on to your art. Here I come. Mega Ray. I'm ready. Not in your dreams. Eieieiei. I never miss. Coming through! Ha! No! Scarlet Inferno! Also ich meine, Lenegis, ne? Du weißt, wer... Almost impressed. Die den Keil... Meine Fresse geschickt haben. So sind alle tot. Oh Gott. Was ist denn los hier? Da passt man eine Sekunde nicht auf und keiner heilt. Was ist denn da los? Weißt du, wenn wir einfach intelligent wären, würden wir alle auf denselben Gegner gehen. Dann wäre einer schon tot. Sag's mal nur. Wollt's nur erwähnt haben. Mein Gott, ey. Ich weiß nicht, ob ich so mit euch nach Lenegis gehe. Kinder? Das wird kein Spaziergang. Ehrlich gesagt sind Tränke des Lebens günstiger als Orangengele. Also. So. -1. Jetzt wird's ein Spaziergang. Wenn Dohalim schon wieder tot ist. Was ist denn da los? Wieso macht er denn ständig Nickerchen? Ist der so müde?
Dohalim macht Mittagsschlaf. Such unadulterated fury. Here comes something big! Try to dodge. Here goes. I'll smash you! All you hear Wirklich, ja. Aber so mitten im Kampf immer ungünstig. Au. Danke, Law. So manchmal wirst du einfach in deren Animation gelockt. Weiß nicht, ob das so sein sollte. Aber es ist so. Aber also dafür, dass wir da jetzt nicht angehen sollten und garantiert sterben würden, war es eigentlich voll okay. So. So I still had room to grow. Das war doch cute. Okay, also, ne, manchmal verstehe ich es halt auch echt nicht. Die haben sich so dermaßen in die Hose gemacht, aber es war gar nicht so dramatisch. Ah, was will ich denn jetzt pushen? Resistenz? Durchdringung? Ja, das ist eigentlich, glaube ich, was ich möchte. Mehr Angriff. Erscheint mir jetzt nicht die schlechteste Idee. Bei ihm sind wir eigentlich echt ganz gut dabei, ne? Apropos, Law möchte bitte wieder in die Party zurückkommen. Danke. So, wo müssen wir das denn abgeben? Bay von Aeneas und in der Werft. Wow, das war ein lautes Motorrad. Oh, kannst du mir einen Gefallen tun, magischer Rücksitz? Und, diese wunderbaren Sidequest mal für mich rausfinden. Das geheimnisvolle Paar. Originated in Mahaksar. Es reimt sich sogar. Es wird ziemlich langsam überhand. Finally made it. Ich glaube, den Wunderbaden möchte ich noch erledigt haben, bevor wir gehen. Bevor wir den Planeten verlassen. Hey, sind alle fliegenden Sugel jetzt verschwunden? Sure. Sind sie. Wir haben keinen einzigen am Leben gelassen. Right. Es stimmt, wenn man sie richtig wütend macht, kann sie es mit ganzen Sugelhorden aufnehmen. Autsch. Hey! Bring ihn nicht auf komische Ideen, Alphen. Yeah. Wow, das ist fantastisch. Ich danke euch vielmals. Ich werde nie vergessen, was ihr getan habt. Okay, beruhig dich. Wenn ich so darüber nachdenke, fand ich die Sugel eigentlich ganz süß. Jetzt im Nachhinein fühle ich mich ein wenig schlecht. Ja, jetzt ist es zu spät. Jetzt sind sie tot. Das hätte sie sich nun wahrlich früher überlegen müssen. Explosive Schützenkönigin. Aber ja, sie waren wirklich süß. Yes. Direkt an den Schnellreisepunkten. Was für ein Service. Looks like we made it here in one piece. Right. Habt ihr schon Fortschritte bei eurer Untersuchung gemacht? Good. Das Problem ist bereits gelöst. Deine Leute sollten das laute Gebrüll zum letzten Mal gehört haben.
Verdammt, wie schnell ihr seid. Danke. Leider hatte ich bisher keine Zeit, die Getränke zusammenzustellen. Nicht so schlimm. Bitte beantworte mir aber eine Frage. Soviel ich weiß, war Daddam nicht immer so aggressiv. Dennoch hast du ihm weiterhin beigestanden. Warum war das so? Gute Frage. Es gab definitiv einen Teil von mir, der ihn zügeln wollte, da er immer extremer wurde. Aber vielleicht dachte auch ein Teil von mir, dass wenn ich hier bleibe, wir eines Tages vielleicht wieder Blödsinn treiben könnten, so wie früher. You don't say. Also bleibst du an seiner Seite in der Hoffnung, dass irgendwann wieder alles wie früher werden würde. So romantisch war es nicht. Ich konnte mich nicht einfach zurückziehen und so weitermachen. Nein, das verstehe ich. Ich finde zum Beispiel, dass man seine Beziehungen pflegen sollte, zumindest wann immer möglich. Ich nehme an, du sprichst aus Erfahrung, was? Nicht, dass ich überrascht wäre. Die ganze Welt ist voller trauriger Geschichten. Trotzdem, danke fürs Zuhören. Bevor du hierher kamst, schwamm ich in Selbstmitleid, aber mit dir zu reden hat ein bisschen geholfen. Naja, danke, dass du darauf eingegangen bist. Ich weiß, dass es manchmal einfacher ist, über solche Dinge mit einem Außenstehenden zu sprechen. Du trägst eine große Last, was? Komm irgendwann mal wieder. Ich sorge für die Getränke, damit wir wirklich reden können. Das würde mir sehr gefallen. Ich freue mich auf diesen Tag. Right. Gott, es hört einfach nicht auf. Bevor du gehst, habe ich noch eine letzte Bitte. Ich möchte, dass du irgendwann mal Daddams Mutter kennenlernst. Sie lebt in der Stadt. Wenn sie das Flammenschwert und seine Freunde sieht, freut sie sich bestimmt. Ich kann ihr nicht entgegentreten, nachdem ich Daddam so hängen ließ. Agreed. Gut, wenn sich die Gelegenheit ergibt, statten wir ihr einen Besuch ab. Echos. 35 FP ist ja gar nichts. You've collected an awful lot of those objects. You sure it's not just... Oh, ein Artefakt. Hush. Be quiet for a moment. The pieces speak to me. What? These relics that have scattered about. I can hear them whispering, longing to reunite with their lost friends and become one again. Really? Do you hear any voices coming from them, Rinwell? What? No! Don't get me wrong. I'm really interested in these things too, but I'm not crazy. But don't you sometimes mutter stuff like, "Come to me, astral energy," when you cast your arts? You're right. Oh my gosh. Are Dohalim and I actually alike? Yes. Its charm really shines through now that it's been reassembled. Its streamlined shape, its geometric patterns. This is no mere amateur's work. He's in his own little world at this point. You get just like him when it comes to weapons, you know. Alles Nerds. You're right. Oh my gosh. Am I just like Dohalim? Oh my gosh. Why are you guys so quiet all of a sudden? That treasure. What a sweet sounding ring it has. You really think so? The pain. The agony. Was haben wir denn bekommen? Einen FP-Boost. Die Statue einer Katze, die angeblich das Glück anzieht. Ihre rundliche Gestalt deutet darauf hin, dass ihr Besitzer sie verwöhnt hat. Rollo! Wieso haben sie denn da Exilia nicht dazu geschrieben? Das ist doch Rollo, oder? Das seht ihr doch auch. Dankeschön, Woman. Calaglia in den Wastes. Okay. Aber musste man nicht 3 Sachen finden? Bien Phu war nur ein Köder. Der war kein Artefakt. Deswegen wundert's mich, weil hier bei den Artefakten steht eigentlich drin, wo sie herkommen. Wo ist denn eigentlich das Inn? Das war doch hier auch. Gehen wir erstmal noch ein Nickerchen machen. Du. Ach so. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Ja, weil ich habe an einem Ding habe ich ja was gefunden. Deswegen dachte ich, es wären 3 Orte. Gut, dass ich euch gefragt habe. Hudelhai! Na? Ist das hier die Hudel High School? Ich bin einfach alles leid. Wie viele Leute sterben dieses Mal, huh? Ist überhaupt noch Leute übrig sind? Okay, die sind mir hier zu deprimiert. Calaglia. Ach, wahrscheinlich irgendwo hier, ne?
The northernmost corner. Looks like we made it here in one piece. I think the animals back at the ranch should be all grown up by now. Oh Gott, er und seine Animals. Warte mal, aber es ist ja eine neue Map. Also theoretisch müssten wir einen neuen Skit kriegen. Ich weiß, ich habe gerade im Inn geschlafen. Don't mind me. Better rest easy and prepare for tomorrow. Alles für die Skit. Die wollen mich doch mobben. I'll see you again tomorrow. Das sind doch alles Mobber. What joy to be sated. May I know this satisfaction evermore. Hä, ich bin nicht abhängig von Animal Crossing. Was soll das heißen? Niemals im Leben. Ist vor allen Dingen voll bitter, weil ich war hier ja schon Isn't mal. that what we were asked to find? Ich habe hier schon mal Lavendel ausgepflückt. Die Eisenpfeife. Ein Objekt, das nur der Auserwählte hervorziehen kann. Keine Mauer bleibt lange stehen, wenn diese Waffe gezückt wird. Is this the so-called legendary instrument? Actually, I think it's one of the freight train parts that I was using for a sword. Was? I'm sure anything will be fine. We should take it. Ich stell's nicht in Frage, okay? Im Palast könnten wir auch mal vorbeischauen. Ich glaube aber nicht, dass ich das Buch schon habe. Weil das seltenste Buch habe ich, glaube ich, noch nicht. Ich gehe aber mal gucken. Nochmal so eine kleine Rundreise. Ich meine, wir können eh nicht alles machen, leider. Aber was so geht und nicht total scheiße ist. Warte, wo ist die Bibliothek? Ist die doch unten? Natürlich ist sie unten. Ich war schon lange nicht mehr hier. Aber Chat, seid ihr bereit, euch meinem Kult anzuschließen und euch für mich aufzuopfern? Ich frage nur mal. Ich stelle die Frage in den Raum. So, wo ist denn die Tante? Good grief. Und weg ist sie, im nächsten Buch verschwunden. Hey. Hey! Hey, Rinwell. Oder so, lass sie in Ruhe. Lex will nicht für mich in den Kult? Was ist denn da los? Whoa! Was plusterst du dich denn so auf, Vogel? Ich mache nichts falsch. Huh? Aha, was ist denn, Lore? Brauchst du was? Nein, ich wollte nur sicher gehen, dass du aufpasst, wo du deine Nase in diesem verstaubten ollen Schmöker vergraben hast. Dieser verstaubte olle Schmöker ist ein kostbarer Foliant, der kurz nach der großen Eroberung verfasst wurde. Echt jetzt? Was steht denn drin? Irgendwas Tolles? Well, Ich weiß nicht, ob ich es toll nennen würde, aber ich habe definitiv etwas Faszinierendes gefunden. Das Buch erwähnt etwas über eine Phantomblume von Nevira. Huh? Nevira? So wie die Nevira-Eiswüste nahe Sisloden? Die mit dem See? yeah. Ja, genau die. Laut dem Buch stand dort vor langer Zeit eine wunderschöne Blume am Ufer, die man nur nachts sehen konnte. Na, wenn das stimmt, wieso habe ich noch nie was von dieser Blume gehört? Wissen doch, wie dunkel es war, bevor Alphen und Shion herkamen. Vielleicht hat sich niemand die Mühe gemacht, danach zu suchen. Außerdem war diese finstere Zeit in Sislodia keine natürliche Nacht. I guess... Da ist was dran. Wollen wir die Sache untersuchen und selbst schauen, ob die Legende wahr ist? Huh? Echt? Du würdest mir helfen, sie zu finden? Ach, aber wir haben im Moment eigentlich keine Zeit für sowas, oder? Du willst sie finden, oder? Got it.
Dann lass uns die anderen fragen, ob wir danach suchen können, wenn wir das nächste Mal in der Gegend sind. Abgemacht? Thanks. Ja, danke, Laura. Die Phantomblume von Nevira. Ich bekomme schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, sie zu sehen. Ich auch. Wieso habe ich das Gefühl, dass das ein Monster ist? Suche in der Eiswüste. Dann suchen wir mal gleich noch in der Eiswüste. Oder nicht? Bring mir ruhig so viele Bücher wie möglich. Ich werde hier sein und sie mit Spannung erwarten. Okay. Das war zu erwarten. Ich meine, das sieht überschaubar aus. Hey, Alphen. You mind if we take a bit of a detour? It's fine by me, but what for? Rinwell says there's a phantom flower that grows around here. We want to look for it. It won't take long. Promise. A flower, huh? All right, let's take a look. Ich werde mal vorsichtshalber das hier tun. Nur falls ich wieder in Level 60 Dungeons geworfen werde. Lauf, kleine Maid. Lauf so schnell durch deine Stöckelschuhe tragen. Das sieht dubios aus. Look out! It's a dragon? What the hell is that? Hey, you want a piece of me? Stay calm, Law. It's coming for us. It is very upset and it looks like a Pokemon. Oh, oh, oh. Oh You je. just had to make things difficult for us, didn't you? What are you muttering about? Focus or you'll get hurt. Don't worry. I'll have this wrapped up in a flash. Aber wir haben schon Viecher besiegt, die 10 Level über uns waren. Kann das hinkriegen. Believe in me. Lex glaubt nicht an mich. Du wirst als erster geopfert. Du wirst als erster geopfert. Ey, das sieht aber wirklich aus wie dieses eine Pokémon. Au. Punishment? Nein, du Halim bist tot. War hier nicht eben noch ein Healing Circle? Ja, ein bisschen Xerneas ist drin, ne? Ich meine, solange es nur rennt, ist es eigentlich in Ordnung. Wenn der sonst keine Tricks kann. Okay. Ich hätte es okay gefunden, wenn mein Trigger auch getriggert hätte, aber heute nicht anscheinend. Es ist auch ein bisschen doof, das mit einem Controller zu spielen, dessen R2-Trigger nicht 100% funktioniert, aber... Es wäre ja auch langweilig, wenn ich immer ausweichen könnte. Ah, Viridium! Ja! Ja, du hast recht. Diese Gen 5 Viecher. Oh nein, alle sind eingeschlafen. I've let you all down. Forgive me.
Wünschte die anderen... Oh. Okay, ich wusste nicht, dass er sowas kann. Wünschte die anderen wären auch ein bisschen vorsichtiger damit, wo sie hinlaufen. Oh, oh. Ja, vielleicht bin ich doch noch nicht ganz stark genug. Jetzt, wo es sein Feuer angeschaltet hat. Ja, ich meine, dann machen wir ihn halt zur Not später, aber... Au, der kann ja zielen. Das war nicht fair. Oh, ich möchte mir jetzt schon Hände waschen, weil es so warm ist. Oh nein, Shion ist tot. Der ist aber auch besonders wild jetzt. Ich hätte ihn nicht mobben sollen. Weil ich meine, die anderen haben wir auch so mit 10 Level Unterschied gemacht, aber ich glaube, der ist zu stark. Ich gebe auf. Lex glaubt sowieso nicht an mich. Ja, ich hab Flüchten. Nein, kann ich nicht. Okay, sehr gut. Wenn ich jetzt nochmal drücke, dann komme ich im Kampf raus. Bin unsicher. Machen wir es mal so. Ich habe ja vorher gespeichert, richtig? Ich glaube schon. Nein, Mädchen, das ist nicht der Titelbildschirm. Gott. Wusstet ihr, dass Hitze aggressiv macht? Wollte es nur mal sagen. Okay. Den machen wir dann wohl wann anders. Schade eigentlich. Welches Level haben wir denn jetzt? 42. Ich glaube, dafür sind wir auch zu schwach. Und darauf habe ich keine Lust. Der Wunderbare ist wieder in Nies. Dann machen wir den noch. Ja, der hat so easy angefangen und dann hat er sich plötzlich angezündet. Das fand ich ein bisschen unfair. Oh, da ist noch eine neue Sidequest aufgegangen. Jetzt geht's aber los hier. Hitze macht halt wirklich aggressiv. Das ist wissenschaftlich belegt. Ich meine, wen wundert? Wenn du die ganze Zeit übel schwitzt und klebst und Hitze nicht verträgst, wie sollst du da nicht wütend werden, ganz ehrlich? Das ist, glaube ich, weniger wütend und mehr Verzweiflung. Wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ich hoffe einfach so sehr, dass das jetzt die letzte Hitzewelle ist, weil ich glaube, sonst lege ich mich zum Sterben auf die Straße. So, mein Bester. I'm not so sure. Ihr habt die Rätsel also endlich gelöst? How's this? Wir haben dieses Ding gefunden, falls du das meintest. Oh, toll. Ich wusste, ihr seid der Herausforderung gewachsen. Dies ist tatsächlich das legendäre Instrument, das in diesen Ländern schlummert. Das ist nur ein Stab, den ich benutzt habe. Nein, Amigo. Das ist ein Stab, den einzusetzen dir vorherbestimmt war. Mit ihm wirst du Taten vollbringen, die Legenden inspirieren werden. I see. Das war also wirklich jenes Instrument, hinter dem wir her waren. Du meinst also, ich soll mit diesem Ding kämpfen? Nimm es und geh in die Welt. Erfülle dein grandioses Schicksal, das dir in die Wiege gelegt wurde. Great. Na gut, wenn du drauf bestehst. Es hat einen einzigartigen Bogenlauf, aber ich werde mich sicher mit der Zeit dran gewöhnen, damit zu kämpfen. Verzeihung? Ich muss all seine Biegungen sorgsam studieren. Je nachdem, ob ich angreife oder verteidige, muss ich vielleicht sogar andere Teile nutzen. Warte mal, meinst du das etwa ernst? Oh, es war eine so unterhaltsame Exkursion. Deine Worte waren für uns alle eine wahre Inspiration. Du solltest in meinem Palast arbeiten. Nein, besser noch. Würdest du uns auf unseren Reisen begleiten und so Alfins liebliche Musik anhören? Bitte nicht.
Ja, du solltest mit uns kommen. Wenn es da draußen weitere legendäre Instrumente gibt, will ich es unbedingt wissen. Ich, weiß dieses Angebot wahrhaftig zu schätzen, doch bedauernswerterweise führt mich mein Weg stets dorthin, wo der Wind weht. Ich überlasse es euch, die Legenden zu bezeugen, die mit diesem Instrument in der Hand gewiss vollbracht werden. Agreed. Nun gut, dann werde ich von jetzt an jede seiner Bewegungen beobachten, damit ich bloß keine geschichtsreife Tat verpasse. Oh boy. Dohalim. Ich muss einen Kampfstil finden, der dieses Ding richtig ausnutzt. Dohalim, würdest du mir dabei helfen? Selbstverständlich. Wie du weißt, bin ich sehr geübt im Kampf mit Stäben und Ruten. Oh, dass er geübt ist mit Ruten, glaube ich sofort. Stelle nichts mit ihm an, was ich nicht mit ihm anstellen würde. Und nun muss ich Lebewohl sagen, bis wir uns wiedersehen. Adios. Mach's gut, mein Freund. Pass auf dich auf. Das war weird. I can't believe you managed to shoo off that irritating bard. Had we brought him along, it would have livened up our journey considerably. You know, maybe you're right. We could have hit it off. Yeah, and the two of you could be irritating together. Schön so, Let's see what's going yay. on around here. Yeah, there might be someone who could use our... Sieht so aus, als würde er auch heute nicht nach Hause kommen. Why? Verzeihung, Madame, ist irgendwas passiert? Nun, eine schwarze Eule, um die ich mich kümmere, ist irgendwo hingeflogen. Eine schwarze Eule, sagst du? Oh, Eine Eule? Du hast eine als Haustier gehalten? yes. Das ist richtig. Sie war sehr mit meinem Sohn verbunden. Er hat fast nichts außer der Eule zurückgelassen, nachdem er in dieser Stadt bei den Unruhen gestorben ist, wenn ich sie für immer verloren habe. Es tut mir wirklich leid, Ma'am. Oh, dafür brauchst du dich nicht zu entschuldigen. Es tut mir leid, dass ich euch damit belaste, obwohl wir uns gerade erst getroffen haben. Ich suche natürlich die Eule. Rinwell, du und Hudel könnt die Eule doch aufspüren, oder? Vielleicht. Hudel müsste das eigentlich schaffen. Madam, vertraust du uns die Suche der vermissten Eule deines Sohnes an? Kann nicht garantieren, dass wir sie finden, aber vielleicht ist noch Hoffnung. Besteht noch Hoffnung, aber es war wahrscheinlich kein Platz mehr. Well... Glaubst du? Oh, vielen Dank. Bevor wir losgehen, darf ich dich um etwas bitten, das dein Sohn früher getragen hat? Vielleicht ist sie eher geneigt, sich uns zu nähern, wenn sie etwas sieht, das sie liebt oder etwas Vertrautes riecht. Yes! Sowas habe ich. Nur zu, nimm das hier mit. My thanks. Vielen Dank. Und damit werden wir unsere Suche beginnen. Moment noch, du bist ein Renäer, nicht wahr? Bist du sicher, dass es in Ordnung ist, wenn du einer Danäerin wie mir hilfst? Madame, hast du Bedenken, meine Hilfe anzunehmen? Es ist eine unangenehme Situation für uns beide, ich verstehe schon. Wir kommen aber auf jeden Fall zurück. Eine schwarze Augenklappe. Eine Bedeckung, die über dem linken Auge getragen wird. Eieieiei. Ach, das ist Eulenschutzgebiet. Die brauchen wir sogar für Dohalim. Sieh mal einer an. I can't say I'm impressed. You're making promises too freely. And that last exchange... Niaz is beset with grief. As a responsible Renin, it falls to me to extend my hand. I don't think it should be your burden to take on. Wohin sollen wir denn flüchten? Der Himmel sieht überall bedrohlich aus. Okay, der ist nur sad, weil die Welt untergeht. Kann man ihm jetzt auch nicht verübeln. Oh, hi, wer bist denn du? Du bist aber nicht schwarz. Yeah, Hudel sagt, dass die Eule vorhin eine schwarze Eule gesehen hat, die nach Westen geflogen ist. I see. Wenn sie von hier aus nach Westen geflogen ist, dann ist sie vielleicht im Eulenwald? Oh ja, wenn man alles zusammennimmt, könnte sie das definitiv sein. Good. Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Wir gehen in den Eulenwald. Sweet. Ist der doch Prinz Hudel? well... Die sind neu.
Er ist sich nicht sicher, welche es sein könnte, aber der Eulenkönig sagt, dass vor kurzem 3 neue Eulen angekommen sind. Naja, schwarz ist davon nur eine. Die tiefschwarze weibliche Eule, oder nicht? Sie hat doch gesagt, eine schwarze Eule. Ich bin doch nicht plemplem. Oh, Sie scheint auf die Augenklappe zu reagieren. Du hast bestimmt recht. Aber vielleicht hätte ich die anderen Sachen ausprobieren sollen für lustige Antworten. Naja, zu spät. Good. Ja, ohne Zweifel. Ich bin erleichtert, sie gesund und munter aufzufinden. ja. Er sagt, er lässt sie nicht gerne gehen, versteht aber die Situation. Anscheinend war sie eh nur zu Besuch, also können wir sie auch nach Hause bringen. Er schätzt es, dass wir uns immer um seine Miteulen kümmern und möchte uns ein Geschenk machen. Oh, ich liebe Geschenke. Es sieht so aus, als dürften wir einen dieser Körbe mit nach Hause nehmen. I see. Ich verstehe. Naja, größer muss bei solchen Sachen ja nicht immer besser sein. Was denkt ihr? Kleiner Korb? Großer Korb? Kleiner Korb? Also in den Toadhäusern nehme ich immer das kleine Geschenk. Wenn Dohalim das schon sagt? Really? Was ist das? What? Das ist eine ganz besondere Medizin und gilt als Zeichen der Freundschaft, auch bekannt als Omega-Elixier. Ja, das werden wir brauchen. Der Eulenkönig hofft, dass wir sie auf unserer Reise gut gebrauchen können, sei es zur Heilung einer schweren Verletzung oder zum Verkaufen. My thanks. Wie aufmerksam von ihm. Damit können wir uns neue Kunstwerke leisten. Ich glaube nicht. Hey. Hey, Moment mal. Er schlägt auch vor, dass wir den Korb zur Mutter der Eule zurückbringen, als Andenken daran, wo sie war. Das Geräusch. Ich frage mich, ob sie es hassen, sich verabschieden zu müssen. Ja, wir können auch alle 3 mitnehmen. Well. Sie sagt, sie wird nach Hause fliegen und den Korb selbst zurückbringen. Sie will, dass wir weiterreisen und der Mutter sagen, dass sie nach Hause kommt. Das sagt alles. Lasst uns zurückkehren. Ja, los geht's. Dann ist es nur 1. Ich dachte gerade, dass es vielleicht ein paar mehr sind. Aber nein. Geizige Eule. Those 3 seem to get along so well. Was it really right for them to separate? It was his choice, and he ultimately chose the lady over his friend. I can only hope this helps her in her recovery. So viele Eulen haben wir schon gefunden. Aber noch längst nicht alle. Ja, wie sie immer gucken. Ist schon ziemlich fantastisch. Oh, kann ich überhaupt da durchgehen? Lasst uns nochmal den Ort ansehen, an dem alle gestorben sind. Da steht einer. Was machst du da? Jenseits von hier liegen die Reste von Almedrias Schloss. Es besteht Einsturzgefahr, also ich würde an eurer Stelle nicht zu nah rangehen. Okay. Dann nicht. Genau die Leute, die ich gesucht habe. Ich wollte euch was erzählen. Seht euch das an. Ich wachte eines Morgens auf und fand nicht nur eine Eule vor, sondern 3. Die sind ja doch zusammengeblieben. Höhö. Ha? 3 Eulen? Also haben die anderen 2 die Eule ihres Sohns begleitet? Scheint so, ja. Außerdem haben sie freundlicherweise auch diesen tollen großen Korb dabei gehabt. Es gab etwas Essen für Sandwiches. Mein Sohn muss sich daran erinnert haben, wie ich sie früher immer für ihn gemacht habe. Er war immer so beschäftigt. Das war das Einzige, was er essen wollte. Und das anscheinend, weil man sie mit einer Hand essen kann. Oh, ich bin so glücklich. Vielen lieben Dank. Ja, ich freue mich wirklich, meine Dame. Ich liebe auch Sandwiches. Meine Dame, dürfte ich den Namen des Sohns erfahren? Yes! Oh nein.
Das ist die Mom von Deadeye. Er war mal Anführer einer Gang. Die finsteren Schwingen, glaube ich, nannten sie sich früher. Huh? Deadeye? Ich sagte ihm, das sei zu gefährlich, aber er wollte nicht hören. Eines Tages verschwand er dann spurlos. Er war nicht der rücksichtsvollste Sohn, so viel ist klar. Verstehe. Ich hatte einen leisen Verdacht, dass das vielleicht der Fall sein könnte. Well. Oh, du kanntest ihn? Wie lustig. Ich frage mich, ob uns irgendwie das Schicksal zusammengebracht hat. Mein Sohn liebte die Legenden über die alten finsteren Schwingen, deshalb hielt er diese schwarze Eule als sein Haustier. Also ist Deadeye der Eulenjunge? Ich hoffe nicht. Aber es gab die Legende schon vorher, also kann das nicht gewesen sein. Nevermind. Die zwei waren von Anfang an unzertrennlich. Sie war für ihn der einzig echte Freund, den er hatte. Naja, sie und Bayfon. Trotzdem waren die zwei die einzigen, denen sich mein Sohn anvertraute. Wenigstens sind die anderen Eulen gesund und munter. Ich bin mir sicher, dass sie seine Vision fortführen. Die drei Eulen sind genau wie die Legende. Es gab den Helden und seine beiden Gefolgsleute und zusammen formten sie die finsteren Schwingen. Ich möchte mehr über diese Legende erfahren. Die Kleine hält die finsteren Schwingen wirklich am Leben. Ich bin so froh, das zu erleben. So then, Wir sollten aufbrechen, meine Dame. Wir haben alle Hände voll zu tun, wenn wir nicht wollen, dass uns diese heldenhafte kleine Eule in den Schatten stellt. Wartet, ich habe euch nicht für alles gedankt, was ihr getan habt. Wenn es nur eine Möglichkeit gäbe, um mich bei euch zu revanchieren. Mach mir Sandwiches, Frau. Ich hab's. Ich gebe euch diesen Korb. Hoffentlich erweist er sich irgendwie als nützlich. my thanks. Danke für deine Großzügigkeit. Bitte pass gut auf dich auf, Madame Giselle. Rezept für Sandwich. Ein Sandwich vollgepackt mit Hühnchen und frischem Gemüse. Buchstäblich vollgepackt. Nur das Brot macht noch ein Sandwich daraus. Nice. Dohalim Gönnerlord. Okay. So kann man es auch sagen. Gönnerlord. Oh, Angriff plus 60? Da bin ich aber dabei. Da bin ich aber sowas von dabei. Wir boosten. Und wir boosten. Okay. I still can't believe Deadeye was caring for these owls. Maybe he really was a nice guy once. People are not born immutable. They change. And not always for the better. This time it was for the better, though. Indeed. Wir werden so viel Spaß mit diesen Kleinen haben. Voll gut. So, jetzt ist irgendwo... Warte, hier ist noch eine Sidequest aufgepoppt. Vielleicht können wir heute doch noch nicht nach Lenegis. Hey, if we find anyone who needs help here, Plötzlich gibt's hier so viel zu tun. I guess. Sieht so aus, als gäbe es in Nies noch eine Menge zu tun, was, Bayfon? Oh, du bist es. Ja, stimmt. Wir haben viele gute Leute verloren. Du weißt, was man sagt. Lenegis wurde nicht in einer Nacht gebaut. Ach so? In letzter Zeit bekommt man das Gefühl, dass es wesentlich länger dauern wird, bis sich die Lage wieder entspannt. Warum? Ist was passiert? Da war dieses Licht, das mit einem lauten Knall vom Himmel stürzte. Natürlich musste ich es untersuchen, also schickte ich jemanden los, aber er ist noch nicht wieder zurück. War sonst noch jemand mit? Nein, niemand. Nur Torvin ist dorthin aufgebrochen. Wir haben zu wenig Leute, also konnte ich es mir nicht leisten, mehr loszuschicken. Aber er ist meine rechte Hand und hilft mir beim Wiederaufbau. Jetzt fühlt es sich aber so an, als hätte ich das Gegenteil bewirkt. Ich habe Angst, dass auch er unter meinem Kommando stirbt. Alright. Das werden wir nicht zulassen. Wir suchen ihn und bringen ihn zurück. Ich will euch damit nicht zur Last fallen. Ja, Schon okay. Wir hatten sowieso vor, das Licht zu untersuchen. Ratet, was wir nicht machen werden?
Der Astralenergie hier nach zu urteilen? Ich würde sagen, sie entspringt dem Turm auf dem Berggipfel. Das ist nicht allzu weit weg von hier. Gut, also an die Arbeit. Hm? Wie hat sie das gemacht? Oh, ich sollte euch noch sagen, welchen Weg er eingeschlagen hat, was? Lebe wohl, Magier. Das ist keine Quest, die ich machen möchte. Did anyone notice Bayfon acting a little strange? I guess he was. Maybe the anxiety's getting to him. Aber wenn das mit den Lichtern zu tun hat, welches Element war hier? Wind, ne? Ist da vielleicht Sylphs Dungeon? Da möchte ich lieber nicht hin. Dafür sind wir wohl noch nicht ausgerüstet. Looks like we made it here in one piece. You see anybody around here who could use our help? We can't chase after. So, was ist jetzt hier noch für Drama? Oh, hallo Alphen, schön dich zu sehen. Wow! Tilsa, bist du aus Calaglia gekommen, um hier zu helfen? In der Tat, ich habe gehört, was passiert ist. Es klingt, als wäre es den Leuten hier noch schlimmer ergangen als uns. Auch wenn es schwer zu glauben ist. Sie mögen körperlich frei sein, aber viele von ihnen haben mental noch einen langen Weg vor sich. Da kann man gut trainieren. Auch mit Level 42 schon? Noch? Sieht so aus. Ich kenne mich ein wenig mit psychischen Problemen aus und versuche ihnen zu helfen, eigenständig zu denken. Thank you. Das wäre wirklich toll, aber wie willst du ihnen helfen? Ganz einfach, indem ich mich zu ihnen geselle und mit jedem Einzelnen spreche, Fragen stelle und schaue, wie sie reagieren und sie berate. Ergibt Sinn. Ich wünschte, wir hätten die Zeit und die Fähigkeit, sowas selbst zu machen, aber die haben wir leider nicht. Hör auf zu denken, als müsstest du dich um alles selbst kümmern, Alphen. So machst du dich kaputt. Weißt du was? Vielleicht könnten wir uns für eine Sitzung zusammensetzen. Was meinst du? Ja, Alphen hat so eine Runde Seelenklempner auch ganz ordentlich nötig. What? Was? Denkst du wirklich, ich brauche so dringend eine Sitzung? Kein Grund, in so eine Abwehrhaltung zu gehen. Ich möchte schauen, wie es dir momentan mental geht. Na gut, also... Ja, bevor wir nach Lenegis gehen und irgendwas in ihm getriggert wird und dann wieder der ganze scheiß Planet, Todesstern, was auch immer in die Luft fliegt, wäre vielleicht ganz gut. Oh, okay. Wenn ich wieder raus kann, das Problem war ja, aus dem Gnome-Dungeon kamen wir ja nicht mehr raus. Ja, dann gucken wir mal in seine Seele. Great. Sicher, mal gucken, wie es läuft. Yeah. Großartig. Also ich möchte, dass du mir eine Reihe von Fragen beantwortest, okay? Erste Frage. Denk nicht zu lang nach. Antworte frei heraus. Welche Art Astralenergie magst du am meisten? Es ist warm, also Wasser. Aber eigentlich sollte ich wie Alphen denken, oder? Sollte ich das als ich beantworten oder als Alphen? Weil dann wäre natürlich die Antwort Feuer. Warte, wir beantworten das als Alphen. Okay, wie kämpfst du am liebsten? Nahkampf ist mein Ding. Was ist für dich das Wichtigste im Leben? Shion? Mir geht's nur um Geld, genügend Freizeit zu haben? Nein, ganz klar meine Freunde. Okay, Lex, dann hau rein und schlaf schön. Nur noch 2 Tage, dann ist Wochenende. Vor dir befindet sich eine Mauer. Was tust du? Ich reiße sie ein. Das sind erstmal alle Fragen, was das Ergebnis angeht. Du bist wirklich der Flammenheld. Du sorgst dich sehr um deine Freunde und hast feste Überzeugungen. Du versuchst jedes Hindernis zu überwinden, auf das du triffst, aber es würde dir gut tun, dich ab und zu umzuschauen und flexibler zu sein. Wow. So habe ich tatsächlich nie über mich gedacht, aber vielleicht hast du recht. Dafür bin ich doch da. Wenn du nochmal eine Sitzung brauchst, komm jederzeit wieder zu mir. Das war einfach. I wish I could get an examination. Well, if you say so. Let me see, yes, you're in well, all right? Well, if only your brain could keep up with your mouth. Autsch. Okay.
Das war die Kalkhöhle. Und die Wasserfälle könnten wir ja theoretisch auch machen, aber ich weiß nicht, ob wir da den ganzen Dungeon nochmal durchlatschen müssen. Da habe ich ehrlich gesagt keine Lust drauf. Im Palast kamen wir noch nicht weiter. Ne, ich glaube... Warte, ich sollte noch einkaufen. Wo ist das Inn? Bevor wir losfahren, sollte ich nochmal einkaufen gehen. Aber dann besteigen wir das Sternenschiff und fliegen zu den Sternen. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass Volrun Igniseri heißt? Dass Ignis darin enthalten ist? Sehr aufregend. Ein Goldstück bringt nur 3000, dann ist die Arena ja voll der Scam. Star Trek Arise. So. Davon mal noch ein paar mit. Und davon. Und davon. You can never be too prepared. But did we have to spend Ja. Mutti immer am Heulen. So, können wir da noch irgendwas machen? Die Gießkanne. Ich kann die Gießkanne erschaffen. Das wäre schön. Ich habe gefühlt von allen die mächtigste Waffe, nur von ihr nicht. Das ist ein bisschen schade. Ach, warte, weil ich das hier brauche. Ach so. Sieh einer an. Aber ist das auch die mächtigste? Bin unsicher. Wahrscheinlich nicht. Die sind alle schwächer, ne? Ja, jetzt reicht's nicht ganz, warte. Kann ich irgendwas verkaufen? Ich meine, davon habe ich so viele. So, wir sollten schon auch echt mit sehr starken Waffen da reingehen. Ich denke, bei ihr ist das okay. much? Gut. Ich habe vieles Erwachsenes. What's new? Okay. Ich würde versuchen, nochmal am Feuer zu rasten, ob wir dann vielleicht noch einen Skit bekommen. You finally made it. Glaub zwar nicht dran, We aber should be able to cook here. man kann ja träumen. Huh? Why are you staring at me? Oh, we thought we'd turn the tables and critique your appearance for a change. Oh ja, It's bitte. not fair if we're the only ones subjected to it. What? Did you guys hear? Apparently, she found that dress of hers in some old ruins. Alphen, we haven't heard from you yet. Would you care to tell us your verdict? Sure, I guess. To be honest, when I first saw Shion in that dress, War schockverliebt. Quit it! was absolutely captivated. All right, I think that's enough fun for one day. Einfach schockverliebt.
So, dann Law. Mind if I join you, Law? Hey, Law. About what you said before. When? You were telling me how there were things you wished you could have asked your dad. If you want, you can always come to me with your questions. What brought this on all of a sudden? Don't I already lean on you enough as it is? Still, there's plenty you would want to ask him if he was still alive, right? I mean, yeah, but I think you'll have a hard time answering any of them, if I'm being honest. How come? I mean, the stuff I want to ask him about is, like, how he met my mom and how he won her over. Stuff like that. Ja, es wird schwierig. Anyway, not really something you can help with, right? You're right. Sorry, Law. I can't even begin to imagine how to help with that. You're telling me. I just wish there was someone experienced I could ask about this kind of stuff. Yeah, he was definitely that. Alfin ist eine Jungfrau confirmed. Let's make sure to kick ass tomorrow, too. Okay. I feel pretty refreshed after that sleep. Gut. Ich würde eigentlich gerne das hier lassen, aber dann gehen meine Kocheffekte flöten. Deswegen speichern wir mal eben. 50,5 Stunden. Wow, okay. Dann geht jetzt alle nochmal schnell pullern. Holt euch was zu trinken. Macht, ich weiß nicht, was ihr so macht, aber gleich fliegen wir los. Also macht euch bereit. Bis gleich. Okay, ich hoffe, ihr seid bereit. Wenn nicht, ist das sehr schade. Aber wir fahren jetzt los. Wir fahren jetzt los, wir fahren jetzt los. Los geht's. Gucken, ob jetzt wieder Anime-Time ist. Well, it's the moment of truth. This lady better hold together once we're up in the air. Law, don't say that. You're going to jinx us. Wir hätten vielleicht auf den Speaking of which, Kram Alfin, abmachen this sollen. bucket of bolts got a name? A name? You know, I'm not sure she ever had one. I never really thought about it. Well, after all the trouble we went through to find her, we should give her one, right? I was thinking something like... Fall Knights. Huh? It means owl in the ancient tongue. Literally, the one drawn to the skies. Oh, wie schön. I like it. Sounds perfect for our little escapade. Not sure I'm completely convinced, but... Well, it's as good a name as any. From now on, she'll be known as the Fall Knights. Okay, people. We have two goals. First, we need to get to Lenegis and make the Renans finally leave Dana alone. And then, we need to figure out the truth behind Shion's thorns and find a way to save her. Sound good? Wo ist Nauri? Ich werde alles aus hier rausquetschen. All right. Then let's go. Warum war das ganze Gestrüpp nicht mehr dran? You know, I can still hardly believe it. Believe what? I mean, just look at it. The whole of existence, crammed inside a tiny frame. Now that you mention it, I guess you're right. It does look more like a painting than a living, breathing world. From up here, all the struggles we've been through feel so insignificant. Nothing like realizing how small you are to put everything into perspective.
Kinda makes the differences between the Renans and the Danans feel pretty small too, huh? How much longer until we reach Lenegis? There are better ways to use your time than napping. We should take a moment to familiarize ourselves with the facilities on board before arrival. Good idea. The starship may end up serving as our base of operations once we're down there. Think you'll be all right with the controls? You mean the one set to automatic pilot? I dare say I'll manage. I'm basically just here to supervise. In that case, she's all yours. Oh Gott, der Bunny-Boy fährt. Everything okay, Shion? You seem a little different. Different? Like in a bad way different? No, not at all. You seem more driven lately, like you found a zest for life. It suits you. Ja, dieser Nebel da auf Renna. Diese regenbogenartige. Der ist auch nicht ganz so gesund, glaube ich. Sieht ein bisschen aus, als wäre eine riesige Ölpfütze darauf ausgelaufen. Geh mal von hinten nach vorne. Hey, Kisara, guck mal, da sind wieder so Pots. You okay? Feeling airsick? Actually, now that you mention it, not at all. These starships are a remarkably smooth ride, all things considered. Nothing like being at sea, thank goodness. Glad to hear it. That Kryoschlaf, device there caught your maybe? eye, huh? I was just wondering what it is. It looks big enough to fit a person inside of it. It's a healing pod. It fixes injuries and illnesses. Oh, you don't say. That should definitely come in handy if any of us get injured while we're down there. Alphen? Was it something I said? No, I was just thinking back to when I escaped Lenegis, that's all. What with the ceremony and losing control, I was a total mess. Naori laid me inside here. So, you're saying you got in this thing straight after escaping? But that mean you were inside for 300 years? Yes, it sounds crazy, I know. But don't even ask me why I stayed asleep all that time. That's definitely quite some lie-in, all right. But still, whether you meant to or not, I sure am glad that it's this century that you finally woke up in. What do you mean? With the amount of fighting we've done, we would have never made it this far without you. And not only that, but... Alphen, can you recall back to what it is that I said to you? Back when we left Menancia? About the dream of coexistence, and needing to learn what it entailed? Of course. That's why you came with us, right? To learn what you couldn't at home. Even in that time, I was well aware that what I was living was a lie. But at the same time, I also felt really compelled to fulfill my brother's wishes. I'll always remember him fondly. But the coexistence we're fighting for isn't for him. It's for people now, and those still to come. The world's bigger than just Menancia. My dream is for all Danans, wherever they might be, to be free. If I've learned anything on this journey, it's that. And the one who brought me along was you, Alphen. I'll forever be grateful to you. Well, we're not out of this forest just yet. You should probably save your thanks. At least, until we've dealt with the Red Woman. I know. But whatever we find when we get down there, I'm through looking the other way. Kisara. Probably getting a little ahead of myself, huh? Let's take things one step at a time. Uiuiuiui. Das ist aber eine Ansage. Es war ein langer und verwinkelter Weg, um hierher zu gelangen, aber ich bin froh, dass wir uns letztendlich alle kennengelernt haben. Kann ich jetzt wirklich hier drin schlafen? Noch nicht, schätze ich. Ich sehe gar keine Klos. Außer das ist ein Klo. Vielleicht ist es ein Space-Klo. Also ohne Toiletten wird es etwas unangenehm vielleicht. Je nachdem, wie lange das hier dauert. Aber,
Ja, was denn? Guck mal, sieht ein bisschen aus wie auf der Bebop. Wie benutzt man das? Warte. Das fährt man so aus. Guck. Du drückst dann da so einen Knopf und dann fährt da so eine Schüssel raus. Und dann setzt du dich drauf und machst dein Geschäft. Und dann wird's ins Weltall rausgespült. Weil ich sehe hier weder Schlafgemächer noch sonst irgendwas. Keine Badezimmer. Schwierig. Ja, aber wahrscheinlich dauert Space Travel nicht so lange. Hey, Alvin, listen to this. So Law and I were just talking and... Hey, shut up! What's got Law all flustered? Only that he's afraid of flying, the big baby. And after all that fuss he made about naming the ship, too. Hey, I never said I was scared. I just think it's, you know, a little unsettling how we're going to be cruising through space in a glorified tin can. That's all. It's a starship, dummy. That's what it's supposed to do. I don't think there's anything strange about it. Well, maybe you're the one with the problem then. Guys. I'm no expert, but I think we can trust Renin technology. It got me to Dana in one piece, remember? Ja, vor 300 Jahren. Oh, that's a good point. If you think so, Alvin, it must be okay. Don't you agree, Law? Hard to argue with that, seeing how you hitched a ride in one of these things before, Alvin. It's just wrong, okay? Ich meine, ich fühle das irgendwie. Kannst du dir immer noch sagen? Nein, wie kommst du denn darauf? Oh. Aber ich meine, so gesehen... Einfach in so einer Blechdose ins All fliegen. Ist schon eine wilde Sache. Ob wir das wohl noch erleben werden? Also ich meine, wir fliegen ja schon ins Weltall, aber ich meine so normale Menschen, Weltall, Travel. We'll be going to Lenegis soon. This must feel like a homecoming of sorts to you, huh? What was life on Lenegis like back then? You know, before you came to Dana. Let's just say, I don't have many happy memories. I've had thorns my whole life, for as long as I can remember. They called it treatment, but in truth, they were just using me as a guinea pig for their research. You mean, they experimented on you? That's right. All I was to them was a riddle to solve. They poked and prodded me, trying to figure out what triggered my thorns or changed the form they took. Hey, da haben sie ja mehr gemeinsam als gedacht. Every single day, one test after another. I'm still surprised they didn't try to dissect me. The look they gave me whenever one of them touched my skin. How could I forget it? Reeling from the pain, like I was a monster or something. Some existence, huh? A blight on any I touched. Helplessly complicit in their pain. I thought things couldn't get any worse. But then they did. I started to have nightmares, visions of the coming apocalypse. Is it any wonder I lacked a cheery disposition? Unable to so much as touch another soul. Loneliness was my best friend. Sure, I survived, but with the knowledge that one day I'd be swallowed up by oblivion. And that's when it hit me. If I was going to die, then it should mean something. If I have to sacrifice myself to save the world, so be it. I'm sorry. I didn't mean to make you relive that. No, it's fine. I'm in a much better place now. You say it's your destiny to die so that others can live. But why not the other way around? Why shouldn't we be the ones dying to save you? Are you crazy? Why would you sacrifice your life for... That's exactly my point. Why should you have to give up your life just because you drew the short straw in the destiny stakes? How is that even right? It's that logic that's used to justify slavery, as if some of us were just meant to be sacrificed. This struggle was never about saving only ourselves. But that doesn't mean we have to give up our own lives to save everyone else's either. If we're doing this to protect people, if we're doing this to save the world from destruction, then that has to include saving each other as well. A world free of sacrifice. That's what you've been fighting for all along, isn't it? Not just me. We're in this together, remember? This fight is yours too, Xion. If we're going to win, everyone has to win.
There can be no room for losers in this fight. Now I see it, the true nature of our struggle. A victory without losers. But that means that a Danon victory over Rena can't be the end. Do you think we can pull it off? You bet we can pull it off. We have to. It's the only hope we have of things ever changing. Yeah, you're right. No one's ever changed the future without aiming for the stars. We can do this. Together. Na, ich hoffe, sie hat recht. Wir nehmen unsere Zukunft selbst in die Hand. Okay, Bunny Boy. Dann gib mal Vollgas. Is something wrong? No. I was merely thinking how it had been 7 years, that's all. You mean since you became a lord and left Lenegis? I guess even someone like you can get homesick, huh? I am as prone to sentimentality as any other. Tell me, though, you too have a history with Lenegis. A traumatic one, no less. This trip will probably mean facing up to some difficult emotions. Doesn't that frighten you? Well, it is a place where I took the lives of countless people. I'd be lying if I said I hadn't thought about it. But I can't keep running forever. The past is what it is. There's no changing that. But the future's what we make it. I see. Dohalim? Forgive me. I was wrong to pry. We have more pressing matters to address. Come back and speak to me when you finish looking around the ship. Ich hab doch gesagt, gib Vollgas, Junge. Ich bin bereit. Los geht's. Is everyone about ready? We'll soon be making preparations to land. Before we do that, just what exactly should we expect when we get down there? Kisara has a point. Now that I think of it, I don't know the first thing about Lenegis. I'd like to hear more too. It's been centuries since I was last there, and they didn't exactly give me the grand tour. Very well. First and foremost, Lenegis was the base of operations in charge of the crown contest on Dana. Of course, it also happens to be a city in its own right, complete with its own independent society. Its social structure is based on a strict hierarchy. Put simply, the strength of an individual's astral arts carries great weight. Enough to determine someone's social rank, you mean? But astral arts are innate, right? So people's positions are fixed at birth. They can be honed with the right training, and there are admittedly other factors at play. But yes, that's basically the gist. As a result, family lines that churn out lords and their contenders wield disproportionate influence, and those lineages are treated as nobility. Those capable of only weak astral arts are effectively an underclass, denied the right to descend to Dana even if they wanted to. Still, even the lowest rung on the Renan ladder is considered superior to being a Danon. Keep that in mind down there. Thanks for the warning. As a lord, Dohalim must have been pretty high up in the pecking order, right? What about you, Shion? Come on, you've seen her skill with astral arts. You really need to ask? Fair point. On arts alone, you're right. I'd have been sitting pretty. But you're forgetting my thorns. They weren't exactly an invitation to high society. Sorry. No, it's fine. It's refreshing to be around someone who says what they're thinking. Life's less complicated that way. Jeez, give backhanded compliments much? Wait a second. Are you? He is! Lost blushing! I am not! Of course, separating people into castes based on something arbitrary like arts is discrimination at its worst. As if such simplistic criteria could ever be a measure of someone's worth. So this red woman, are we expecting to find her on Lenegis? I would wager so. Lenegis is too deeply involved in all this to discard the possibility. Chances are she's also connected to the Renis Alma being stolen from us in Pelegion. If the Renis Alma is being used to exploit Dana, we need to take it back at all costs. That red woman's got a lot to answer for. Just as well I've got a ton of questions. We're about to land.
The descent could be a little bumpy, so brace yourselves. Alle If there are hinsetzen, clues Rückenlehne about your stories aufstellen, out there, Shion, we'll find them. Tische einklappen. Keine Getränke mehr, jetzt wird nicht mehr aufs Klo gegangen, wir landen jetzt. Das sieht ziemlich cool aus. There's no one here. I wasn't expecting a welcome mat, but still. Lenegis's infrastructure is largely automated. Besides, people won't be expecting incoming traffic while the crown contest is still underway. Do you think anyone realizes that we're here? We may not have received a royal welcome, but I doubt our entrance went unnoticed. Don't let your guard down. I really hope we don't have to fight anybody while we're here. So now what? We've come all this way on a hunch that this red woman is here, right? And if we're lucky, the Renis Alma too. Any idea where we should start looking? There is an area of the city that is accessible only to the sovereigns, known as the Forbidden Zone. That seems as good a place as any for us to start. Ja, weil man da sicher einfach reinmarschieren kann. Forbidden? What are they hiding? I don't know, hence my desire to find out. Fortunately, we just so happen to have a sovereign in our midst. In any case, changing the shape of a huge structure such as Lenegis would have required an immense source of power. Then you think that source might have been the Renis Alma? Oder sie sind alle ausgehöhlt worden. Precisely. Alphen said that he remembered the Renis Alma being used in the spirit channeling ceremony 3 centuries ago. Whatever the ceremony's purpose, if preparations are underway for it to be held once more, then the Renis Alma might be in the same place as last time, possibly together with the Red Woman. Hiding something of that worth in the residential quarters would only court trouble. In which case... It stands to reason we should be looking somewhere normally out of bounds. Is that it? Indeed. But it's been over 300 years since I was made a sovereign. You can't seriously think I'll be able to waltz right into the place after all this time. Ja, aber du hast das Siegel, das muss doch was wert sein. There's only one way to find out. If there's even a chance you can get us in, I say we give it a shot. Quasi wie so ein Iris-Scan. Shion's right. Who knows? We might even find a clue to her thorns while we're at it. All right. It's not like we're swimming in leads, so let's try to track down the Forbidden Zone. Beyond that wall lies a city full of Renins. The capital city where Shion and Dohalim used to live, no less. Who knows what we'll find on the other side? Ja, vielleicht ist alles supi oder Tod und Verderben. Ich meine, vor 7 Jahren war anscheinend alles noch okay. Vor 300 Jahren hingegen nicht. Also, wer weiß, was uns erwartet. Erstmal erwartet uns ein Skit. Thinking about what could be lurking out here is giving me the heebie-jeebies. For such a loudmouth, you sure can be a worrywart at times. Oh, I'm sorry. How stupid of me for wanting us to stay safe. Would you two children stop squabbling? Or do you want everyone to know we're here? So how many Renins actually live in this place? I couldn't tell you exactly, though not as many as you might expect. Machines and Zeugles take care of most of the city's basic functions. There's Zeugles out here too, huh? Sounds like we can't afford to let our guard down after all. Überall Sugels. Das hier bringt mich nach Hause. Okay. Gut, da wir gerade erst angekommen sind, würde ich mal sagen, wir gehen eher mal speichern und dann geradeaus. Weißt du was? Was soll der Geiz? So. Dann mal rein da.
Ich bin so gespannt auf die Wahrheit hinter allem. Ja, so sah das vor 300 Jahren doch auch aus. Schade. Ist ein bisschen kaputt. Die Musik ist toll. Lenegis. What in the world? This being Renin territory, I was prepared for a lot of things to look different. But this is a bit more than I anticipated. The very foundations of the city have shifted. What could have caused this? Naja, das When Lenegis changed ausgeklappt shape, ist, it must have had an effect on the interior too. wäre es bestimmt mal schön. Maybe when they sent the wedge down to Dana? But they wouldn't move around the places where people live. These are their homes, right? I would think the citizens themselves didn't have much say in the matter. Either way, locating the Forbidden Zone just became that much trickier. Dohalim? Is that you? Avakir, I'm glad to see you're well. So it is you! But why are you here? Shouldn't you be down on Dana participating in the crown contest? And these people! So you About haven't that. heard what happened on Dana, then? Heard what? Someone you know? An old friend. Hey, Dohalim, don't tell me you've started keeping company with... They're with me. More importantly, what's happened here? I'm really not sure. The city's foundations began to shift without warning, and now everything looks like this. We're all waiting for the Sovereign to tell us what's happening, but so far... Avakir, listen to me. We're looking for the Forbidden Zone. Do you have any idea where we might find it? The Forbidden Zone? What business could you possibly have there? Trust me. The less you know, the better. You're just the same as ever. I wish I could help, but what with the changed topography, I can barely locate my own home. Let alone the Forbidden Zone. Very well. It looks like we'll have to find the way there ourselves. Ist das einer Have von you den seen Faria yet? Musikantenfreunden von den Vieren? Ja, oder? No. I see. Well, nothing much has changed with her. If anything, she's probably even more... I can well imagine. Why did you come back? You know it can only result in pain for you both. I've no doubt of that. You really are the same as ever. Fine, I understand. Just don't say I didn't warn you. And take care of yourself. Okay, Doe? Doe. Yo, Doe. Wir haben eh keine Zeit, Frauen zu beglücken oder unglücklich zu machen, insofern. Let's go. So who's Faria? Law? If what Avakir said is true, it would seem the people of Lenegis are being kept in the dark about what's happening down on Dana. They seem to be just as clueless about what's going on up here in their own world. Despite the fact that it's actually here that the wedge originally came from. We need more information. Let's talk to the citizens, see what we can find out. While we're at it, we can ask them about the Red Woman, too. And don't forget about finding the way to the Forbidden Zone either. Let's leave the talking to Shion. We can't have a bunch of Danans poking their noses around. Good idea. I think that's for the best. I shall assist. You sure? Being a lord on Lenegis has its advantages. Right. Then we'll leave it to you two. Gute Nacht, Les. Schlaf gut. Als ob das nicht The mega Danans auffällig among us should ist. probably keep our heads down. What if people freak out? I shall explain it away by saying I'm leading you. What are we, dogs? Basically. Aber so voll auffällig, so eine Gruppe Danans so, ja, wo ist denn die Forbidden Zone? Entschuldigung.
gar nicht auffällig oder so. What could be so important? It's worth destroying people's livelihoods and homes in the process. It's just unbelievable. Uprooting an entire city as if it were mere building blocks. Someone's got an awful lot of questions to answer. From how it looks, they must be siphoning off astral energy from Dana and then sending it to Rena. Ja, but why? But why do all this? What for? Surely they can't be using all that energy for the crown contest. Whatever their purpose, disrupting their siphoning process alone won't be sufficient. Not while we still don't know what their endgame is. He's right. We need to stop this from happening ever again. This Forbidden Zone might be where we find some answers, right? So what are we waiting for? Let's get moving! You heard him. You don't have time to stop and chat. Let's move. But we're not moving. So, I've been wondering, do you think when Lenegis was built, it was even made with people living here in mind? What do you mean? Well, none of this happened by coincidence, right? They must have designed it to transform like this. But then, if they knew people were going to live here, you'd think they would have taken that into consideration to avoid all this chaos. Guter Punkt. Ordinarily, yes. You'd think so. Trust me, as far as we were concerned, Lenegis was our home, nothing more. No one knew about all this. It makes you wonder whether the city was just built on as an afterthought. But if so, to what exactly? Ja, wieso wohnen Sorry. Renea That probably sounded weird, nicht huh? auf Renna? Mhm. Not at all. Sometimes it takes an outsider's eye to help you notice what you've been missing all along. This place is a mystery, that's for sure. Something tells me we'll find answers where we're going, though. Yeah, you're right, Shion. I'm sure we will. Sie heißen ja nicht Lenegis, sondern Renea. Wieso wohnen sie also auf Lenegis? Das könnte man sich schon mal fragen. Ist Lenegis erledigt? Das Wohnviertel zerbricht in 1000 Teile. Wie ein Puzzle. Angesichts der chaotischen Zustände im Wohnviertel gab es unzählige Verletzte. Sachen fallen herunter oder die Leute stürzen. Guck mal, so viele Kinder. Linnegarten. Au. Oh, dear me. What an unspeakable mess this has all become. Just look at the state of our city. Even the Zugals have stopped heeding our commands. Yay. Whatever did we do to deserve this? You really have no clue what might have caused this? Would that I have. Alas, there was no warning, no prior decree. His Highness must have deemed it unnecessary for us to know. We have no choice but to grin and bear it. Wer ist eigentlich die aktuelle Highness? But do my eyes deceive me? Could I really be standing in the presence of his lordship, Dohalim of the House Ilkaris? I believed he was on Dana. Your eyes do not deceive you. It is I, one and the same. I have returned to fulfill a special duty, the details of which I cannot divulge. As your lordship wishes. First Lenegis mutates beyond recognition, now this unexpected visit. The Sovereign's plans are inscrutable indeed. The Ilkaris house has produced a great many lords over the centuries. I shall be praying for your victory in the latest crown contest. Gut, dass er hier nicht versucht, sich als King auszugeben. Your good wishes do me an honor. Ich meine, alle anderen sind tot. So gesehen ist er der einzige überlebende Lord. So gesehen ist er der Gewinner vom Crown Contest. Aber, you know. Der Herrscher weiß, was er tut. Sein Wille ist unergründlich. Wahrscheinlich gibt es gar keinen Herrscher. Oder er ist eine Maschine oder irgend so ein Quatsch. Kann mich irgendjemand hören? Bitte, irgendjemand soll antworten. Was geht hier vor sich? Warum erreiche ich niemanden? Alles kaputt. Aber das hat hier bestimmt total hübsch ausgesehen, bevor alles den Bach runtergegangen ist. Wo ist dieser verdammte Herrscher, wenn man ihn mal braucht? Sieht er nicht, dass die Stadt in Schwierigkeiten steckt?
Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich bin sicher, es hat einen guten Grund, dass er noch nicht aufgetaucht ist. Geben wir ihm Zeit. Naja, ich meine, theoretisch hat er 300 Jahre in der Zeitkapsel geschlafen. Oder ist von der Roten Frau entführt worden. Wir haben ja Volrans Leiche verloren. Also so gesehen gibt es ja eigentlich gerade schon 2 Sovereigns, die hier rumeiern. Mehr oder weniger. Wo bin ich? Ich war nur spazieren, aber jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht. Alles fällt auseinander und sieht völlig anders aus. Ich erreiche auch Mutter und Vater nicht. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, Kinder. Ich bin sicher, es gibt eine Erklärung für alles, was hier vor sich geht. Aber selbst die Sugel laufen frei herum. Das scheint mir etwas gefährlich. Sugel sind nicht mehr als unsere Diener. Sie mögen ausgebrochen sein, aber ich versichere euch, ich habe sie bald wieder unter Kontrolle. Wenn ihr Kinder euch als stolze Renea erachtet, dann seid tapfer. Wir haben die Situation im Griff, ehe ihr euch's versieht. Ich finde es übrigens auch ziemlich aufregend, dass die diese Uniformen tragen. Also, dass die alle gleich aussehen. In all meinen Jahren habe ich noch nie derart mächtige Heilungsarzt gesehen. Tiefsten Dank für eure Mühen, einer alten Frau wie mir zu helfen. Ein Obstparfait. Ein saftiges Parfait voller Obst und Sahne. Ein unvergleichlicher Genuss, aber wer zu häufig zulangt, riskiert mehr als nur Karies. Willst du damit sagen, ich bin fett? Everything will be okay now. Hey, I know the Sky. basics of healing arts, but my skills pale in comparison. Aber ich liebe das Lenegis-Theme. Oh nein, die Kinder. Jemand muss doch die Kinder da runterholen. Your lordship. Oh, what a great honor it is to finally meet you. I descended to Dana during the last crown contest also. Alas, when the contender I was backing failed to clinch the title, I returned. Und was passierte mit dem I witnessed Anwärter? the deaths of so many slaves. Indeed. Sorry to interrupt, but we're looking for a woman dressed all in red. Have you seen anyone of that description? All red, eh? No, I can't say I remember anyone like that. I imagine she'd stand out somewhat, too. Zwischen den weißen Uniformen. Yeah. What about down on Dana during the crown contest? You didn't see anyone like that hanging around the lord you were serving? What's with all these questions? I've never seen her, okay? Not recently or otherwise. Why do you want to find her anyway? Never mind. Forget I asked. Sorry to take up your time. Ja, alles gut, Sky. Mach dir keinen Kopf. Ich frage mich, ob sie den derzeitigen Kampf um die Krone aussetzen. Ja, so ähnlich. Aber ich meine, irgendjemand muss das ja organisiert haben, vor 7 Jahren zumindest. Und die Jahre davor. Ist halt nur die Frage, ob es Naori war oder irgendjemand anders. Die Sugel haben plötzlich nicht mehr auf unsere Befehle gehört. Sobald wir uns umdrehten, sind sie gen Horizont davongestürmt. So etwas ist noch nie vorgekommen. Wir müssen den Kampf um die Krone unterbrechen. Wir können ihn unter diesen Umständen nicht fortführen. Ist scheißegal, dass 4 Lords gestorben sind, aber dass jetzt hier Lenegis in Trümmern liegt, ist ein Grund, das abzubrechen. Klar. Wann geht's denn los, deine große Radtour? Ich will nicht sagen, dass die hier auf Lenegis ein bisschen scheinheilig sind, aber doch. Kann ich bitte diesen Baum in Animal Crossing haben? Der ist ja fantabulös. Is everything okay? You look a little lost. Oh, yes. I can't seem to find my way home, is all. I was just about to make my umpteenth attempt at a new route. Der I was hoping Katzi-Marathon. to head this way myself. The situation is a real pain, huh? I suppose the Sovereign knows best. I daren't stay here too long, though. A lower caste can only linger around these parts for so long before I outstay my welcome. I was hoping to avoid it, but maybe I'll have to go that way after all. You mean you know another way round? Lord Dohalim Ilkaris! But how?
Last I heard, you were in Dana competing in the crown contest. Yes, strange, isn't it? If you know another route, we'd be grateful if you could tell us. But of course. Please forgive me. There's a wall that sprung up ahead of here, with what looks to be an entrance in it. I thought maybe it was a passageway between the different quarters, but I've no way of knowing for sure. It's worth investigating, at least. I shall go and assess the situation. In the meantime, wait for me here. If it looks safe, I'll come and let you know. You'd really do that for me? A lord troubling himself for someone of my lowly status? Our lot in life is of little consequence. We are both Renan, first and foremost. Oh, why yes, my lord. Thank you. All die Cutscenes. Well, we've Am canvassed the city Wochenende for also. information. Okay. What do you think? No one has the faintest idea what's happened to the city after all. They haven't heard the news about the crown contest either. You'd think that info would easily find its way up here. Has it always been like that? Not to this extent, which would indicate that something's suppressing the truth, that Lenegis is under some kind of control. Given everything that's happened to their city, the people here seem weirdly okay with it all. Yeah, that one guy even said Zoogle had stopped listening to him. If that's true, these people are in big trouble. Everything that happens here is attributed to the Sovereign's will. It's the way people have been conditioned. Their belief runs deep. Nothing happens devoid of a reason. To them, it's all part of the Sovereign's grand plan. The Sovereign's plan. There is one thing I'm still not sure about. Just who is this person ruling over Lenegis? The Sovereign, of course. He rules from Rena while presiding over both Rena and Lenegis. Aha. Without the lords or anyone in the middle doing his dirty work? Isn't Rena at least the same size as Dana? That's a pretty big dominion for one person to rule over. I would have thought ruling Lenegis alone would be difficult enough. The points you make are valid, though I confess I'd never given it much thought before. Here, the Sovereign's total authority is as natural as night turning to day. Ich habe langsam Zweifel, dass Come to es ihn think of gibt. it, I know nothing of the nature of how Rena itself is. Shion, have you ever been... No, forgive me. Have you met or crossed paths with, or even heard of someone who's actually made a visit to the homeland? No, I haven't. Verdächtig. Neither have I. In which case, I would imagine that... But no, surely not. Can it really be that no citizen of Lenegis has ever been there? Hold up, what are you getting at, Tohalim? Assuming what I believe to be correct, it's possible that no one on Lenegis has ever laid eyes on the actual Renan homeworld itself. No one but the Sovereign, that is. But what about trade and communication? There's got to be a flow back and forth, surely. Not if the Sovereign is imposing his will on Lenegis single-handedly. It could be a one-way street. But I thought you said that the Sovereign's all the way over on Rena. If that's the case, can he really rule directly over Lenegis from so far away? What if something were to happen to the city, like now? I'm beginning to wonder what the nature of this Sovereign even is. Alphen said he was forced into the role, right? Just before the ceremony. But Sovereign is also the title given to the almighty Renan ruler. So which one is it? Mm-hmm. Whoever wins the crown contest inherits the throne from his or her predecessor, before becoming ruler over all of Rena and Lenegis. Thereafter, that individual is known as the Sovereign. Though, it would appear that the current ruler has gone silent. Werden sie also doch As for how geopfert? Volron factors into all this, at this point, I no longer know what to believe. 3 centuries ago, I became the Sovereign here on Lenegis. No, not just became, I was forced to. Me, a Danon. 300 years later, we cross paths with Volron, who also bears the Sovereign's crest. That's not the only thing we have in common. We both became Sovereign without winning the crown contest. Do you think Volron was made sovereign for the same reason? Because of that ceremony? I can't say for sure, but it certainly sounds like it. But that would mean that 2 sovereigns would need to exist at any one time. One whose job it is to rule, and the other for ceremonial purposes. We never did see Volron's body back in Ganath Haros.
Is a new ceremony underway with Volron at its center this time? Could that be what's causing all this strange activity here? Wait a second. You don't think Volron and the Red Woman are working together, do you? Wahrscheinlich The nicht ceremony freiwillig. can't go forward without the Renis Alma. The same one that the Red Woman stole. There's something else the ceremony needs. A maiden. And unless there's another one out there aside from me... Questions, questions, and yet more questions. Ones that it seems will remain unanswered until we can establish the Sovereign's identity. If the Forbidden Zone really is off limits to everyone but the Sovereign, that seems as good a place as any to start. For the sake of liberating Dana, too. Then it's decided. That's where we need to go. One of the citizens mentioned a passage that she thought might lead to another section of the city. It could point us in the right direction. Let's go find it. Ja, es ist halt schon sehr verdächtig, dass auf Renna anscheinend keiner lebt. Und alles. Sterbende Welt. Ich werf's nur mal in den Raum. Vielleicht werden die einfach wirklich geopfert, um Lenegis und/oder Renna am Leben zu erhalten, alle 10 Jahre lang. Das wäre jetzt nicht so ungewöhnlich. Weil der den Crown Contest gewinnt, ist ja auch meistens sehr stark und sehr mächtig und kann viele Astral Arts und so. Und wird dann einfach gehollowt vielleicht. Ich fühle mich wirklich gesegnet, einen Lord zu haben, der solche Sorge und solches Mitgefühl für sein Volk zeigt. Weil ehrlich gesagt hatte ich erwartet, dass wir uns hier übelst durchkämpfen müssen, aber tatsächlich ist es bisher eher Lenegis the Movie. Weiter geht's. Irgendwo müssen die 100 Skits ja noch eher kommen. And yet, weirdly, none of them seem to mind. Am I the only one who finds that strange? It is the way things have always been, so no one thinks to question it. You have experience in that regard yourself, do you not? Unquestioning acceptance of your own servitude. Yeah, that sounds about right. Even so, the quality of life here seems much higher than any Danon city we visited. I used to think it was impossible to build an ideal society without wealth. But I suppose having it doesn't always mean people are treated fairly either. More to the point, not a single citizen seems to have even heard of the Red Woman. What if she's not here? What if it turns out we're looking in the wrong place entirely? It's still too early to say anything for sure. For all we know, she might be able to blend in, move around unnoticed. I say we hold off judgment until we've exhausted every avenue. Tell me, Dohalim, has that skill of yours got a name? And what skill would this be, pray tell? You know, when you're talking to people around town. The way they suddenly become putty in your hands. I'm afraid I don't quite follow. I do. It's called friendly intimidation. Look imposing and speak in a deep, booming voice, and presto, you'll have people wrapped around your finger in no time. I would never stoop to such scandalous tricks. Any feelings of intimidation are solely in the eye of the beholder. So there is a knack to it! How do you learn it? Can anyone do it? Now you've got me curious. Is there special training to master? Let's see. An obsession with being elegant is a must. Oh, and it helps to be old-fashioned, too. Bonus points if you speak in a way no one can understand. If you've a bone to pick with me, it'd be quicker to just come out and say it. What? They look up to you, that's all. I'm just helping them along. Hey! What's got into Alvin and Law all of a sudden? I can barely understand a word they're saying. And what's with the weird poses? Was it something they ate? Oh Gott. I hope you're willing to take the blame for this one. I wasn't expecting them to take me so seriously. I'll go and have a word with them. Wie sie jetzt Dohalim nachgeahmt haben. Ich meine, es würde ja Sinn machen, wenn du eine Maiden brauchst und den Sovereign, dann bringt die Maiden mit dem Renis Alma das Siegel an. Das Renis Alma saugt geistgefäßmäßig die Energie raus und steckt sie entweder halt in Renna oder Lenegis. Weil das Ding ist, Renna sieht ja auch schon nicht mehr so gut aus dem Weltall, nicht wahr? Jetzt ist nicht die Zeit zu essen. Und das würde halt auch erklären, wieso sich der Sovereign selten in Dinge einmischt. With nobody left to run the show, I wonder what the people here are supposed to do.
I mean, there's sovereigns up on the Renan homeworld, and all their lords were sent to Dana. But Dohalim was a lord, right? Vor allen Dingen machen sie sich so aber eigentlich mega angreifbar, wenn alle wirklich starken Dudes nicht auf Lenegis sind. Das ist alles mega verdächtig und merkwürdig. Only current acting lords have power. Renan society is quite strict about such matters. Even if the other lords were still around, I doubt they'd be able to do much about the situation. I wonder what they'd think if they were here to see Lenegis now. Balsif, Ganabelt, Almadria, and Volron. Now that I think of it, aside from Dohalim, we know next to nothing about the other lords. Well, yeah, why would we? To us Danans, they were just enemies we needed to overthrow. Nothing more. I know. But seeing Renans in their own city, going about their day-to-day lives, it gets you thinking. It feels strange to imagine the lords living here too, you mean? Yeah, a little. If you're that curious about them, why not try inquiring with some of the locals? Every lord in their household has their share of supporters here on Lenegis. And luckily for us, the people here are unaware of the events on Dana, which means they should be more inclined to talk to us. Halt auch, dass sie so komplett davon abgeschnitten sind, dass sie überhaupt nicht mitbekommen, was in dem Crown Contest eigentlich passiert. Ich meine, wenn das so ein Event wäre, wie, keine Ahnung, der House Contest von Harry Potter oder so, dann sollte man ja eigentlich meinen, dass sie darüber informiert werden, wer gerade vorne liegt, wer denn so die meiste Energie gesammelt hat, und dann können die ihren Lord anfeuern und sich freuen, dass ihr Team gerade vorne liegt oder so. Das passiert ja alles gar nicht. Da werden halt alle 10 Jahre 5 Typen weggeschickt und das war's. Und dann kommt einer wieder, wird König, wird nach Renna geschickt und ward nie mehr gesehen. Also, ich meine... Get my drift? Dann hören wir uns doch erstmal um. Ihr wollt wissen, welchen Lord ich unterstütze? Wieso? Werbt ihr um Unterstützung für jemanden? Ich stehe auf Seiten seiner Exzellenz Eovolsi Teldilis. Ihr kennt ihn vermutlich besser als Lord Balsif. Ich weiß, dass ihn viele für einen Haudegen halten. Glaubt mir, ich weiß, dass er ein aggressiver Mann sein kann. Diesen Leuten ist jedoch nicht klar, wie sehr er sich um die Mitglieder seines Hauses kümmert. Es ist durchaus so, dass Haus Teldilis wenig Ansehen genießt. Die von uns, die ihm dienen, geben das bereitwillig zu. Aber seine Exzellenz verteidigt uns gegen jeden, der uns schaden will. Das ist gewiss. Wie sie jetzt anfangen, die so in ein gutes Licht zu rücken. So, die waren gar nicht so scheiße. Vielleicht wurden die nur corrupted. Ich meine... Ja, also ich bin super verwirrt, wo das alles hinführt. So... Aber ich meine, vor 300 Jahren ist ja Renna auch erst in Dana einmarschiert. Das heißt, vorher waren die beiden Planeten ja auch mehr oder weniger getrennt voneinander am Existieren. Und dann haben sie halt Alphen geklaut. Und dann hat der ganze Cycle ja erst angefangen, glaube ich, noch. Seine Bemühungen im Kampf um die Krone dienen nicht nur seiner Familie. Er will damit den Stand jedes Mitglieds seines Hauses verbessern. Das ist halt wirklich wie Hogwarts. Yes! Ich verdanke seiner Exzellenz so viel. Ich würde es nie erträumen, meinem anderen Lord zu dienen. Balsef had it in him to care about someone other than himself? Really? It's possible. A change in position can do much to alter one's perspective. So even he might have had something he wanted to protect. Ja, ob du der Böse bist, kommt immer auf die Perspektive drauf an. Okay. Es wohl auch einen Dohalim-Fan gibt. Lord Dohalim, ihr seid zurückgekehrt. Okay, sie wahrscheinlich. Ah, und wie ich sehe, brachtet ihr Gehilfen mit. Erinnert ihr euch an meine Wenigkeit, mein Lord? Gewiss doch, ja. Ich unterstütze nicht nur das Haus Ilkaras, sondern auch seine Lordschaft persönlich.
So sehr, dass ich meine Wertschätzung seiner Lordschaft mit jedem zu teilen ersuche, der mir Gehör schenkt. Wie es sich ergibt, plane ich, meine ausführlichen Schriften zu diesem Thema durch eben dieses Terminal zu publizieren, auf das sie jeder lese. Doch seit die Kabel nach der jüngsten Aufruhr durchtrennt wurden, konnte ich sie noch nicht hochladen. Oh Gott, sie haben nicht mal Internet. Ich weiß, da ihr mich gerade persönlich beehrt, lese ich sie euch einfach vor. Oh Gott. Ja, das könnte natürlich sein. Aber wenn sie es in 300 Jahren noch nicht geschafft haben, den Planeten komplett zu reaktivieren, sage ich mal, ist der Zug vielleicht doch einfach abgefahren? Ist der Planet einfach kaputt? Es gibt einen famosen Mann, dessen Attraktivität nur von der Schönheit seiner Worte übertroffen wird. Jede Silbe ein Gedicht. Er entstammt dem rühmlichen Hause Ilkaras und trägt den Namen Lord Dohalim. Musik ist seine Passion, die Künste seine große Liebe. Der gemeine, barbarische Pöbel seines Landes erblasset angesichts seiner Herrlichkeit. So vollendet und majestätisch ist eine Haltung, der bloße Gedanke daran versetzet mich in höchste Ekstase. Sobald er unser Herrscher wird, soll für Renna eine neue Blütezeit anbrechen, eine Ära des Wohlstands für unsere große Zivilisation. Bis dieser glorreiche Tag kommt, werde ich auf ewig für seinen Sieg beten, ob morgens, mittags oder abends. Nun, was denkt ihr, mein Lord? Ich schüttete mein ganzes Herz aus, um euer Wesen angemessen wiederzugeben. Moment, ich vergaß völlig die Vorliebe seiner Lordschaft für das Sammeln kostbarer Artefakte zu erwähnen. Ich muss die Zeit nutzen, in der die Verbindung getrennt ist und mein Versäumnis beheben. Nur dann ist mein Meisterwerk vollendet. Okay. I guess she intended to spread it throughout all of Lenegis then. Good thing the lines were down so she couldn't. It almost sounded like she was praising them too. Maybe there was more to the guy than at first glance. I shall refrain from commenting. Oh nein, bitte kommentiere auf deine Lobhudeleien. Lord Dohalim, ihr seid zurückgekehrt. Okay. Ist das da eigentlich Lenegis? Und wenn ja, ist dann nur eine Hälfte offen? Hm. Ob Volron wohl auch Anhänger hat? Unerhört, dass jemand versuchen würde, mich von Haus Valkyris abzubringen. What? Hä? Was wollt ihr? Sagt mir nicht, dass ihr für Lord Dohalim arbeitet oder diese schreckliche Almeidria, oder? Nicht? Na, jagt mir nicht so einen Schrecken ein. Um eure Frage zu beantworten, meine Familie unterstützt seit Generationen Haus Valkyris. In der Tat, ich tue, was ich kann, um Lord Gannibald hinter den Kulissen zu unterstützen, damit er siegreich hervorgeht. Viele halten ihn für einen grausamen Menschen, aber ich bin überzeugt, dass sie sich irren. Ja, sicher. Ich leugne nicht, dass er streng sein kann, aber er stellt Rennas Interessen vorn an wie kein anderer. Ja, er wirbt sogar dafür, dass wir Dana kolonialisieren und unseren Horizont erweitern sollten, statt in Lenegis zu bleiben. Wahrscheinlich, weil Lenegis auch vor die Hunde geht. So werden wir Herren beider Welten und sind auf Danas Oberfläche keine Minderheit mehr. Deshalb möchte er der nächste Herrscher werden. Sagt mir, könnte es höhere, edlere Motive geben als das? Ich meine nicht. Es ist ein Streben nach Macht für den Fortschritt aller Renea. Das macht ihn zu einem so beispielhaften Lord, einem Vorbild für alle. Obwohl ich ihn selbst nicht begleiten durfte, hatten meine beiden Söhne das Privileg, mit ihm auf die Oberfläche zu kommen. Oh. Als Vater erfüllt es mich mit endlosem Stolz. Die sind jetzt wahrscheinlich tot, aber wir sagen es ihm einfach nicht. Gannibald was so horrible to people. Yet he was invested in helping Renna succeed. Doesn't that seem just a little inconsistent? I'm perhaps biased in this matter, I admit. However, in my mind, while all lords vie to become the next sovereign, they're also meant to serve as guardians of all of Renna. It seems like Gannibald also had people he cared about until the very end. So why couldn't he extend that to us Danans? Aber ich finde es eigentlich ganz schön, wie sie jetzt versuchen, so einen kleinen Redemption-Arc für alle zu machen. Es war ein bisschen spät, wie ich finde. Aber hey, waren das alle? Wird doch keiner im Landebereich rumhängen, oder? Ich guck lieber mal nach. Was er nicht weiß, traumatisiert ihn nicht. So. Ist hier noch jemand? Hallo, hallo? Hier ist keiner mehr. Dann gehe ich mal ins Licht.
Ja, weiß ich nicht. Vorher? Bevor wir alle abgeschlachtet haben vielleicht. Weiß nicht. Ich meine, ja, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Aber dass die alle auch irgendwie Familie hatten und Menschen, die sie mochten und unterstützt haben. Das wusste man ja eigentlich schon vorher. Und niemand ist nur schlecht. Das ist ja... Das weiß man ja, wenn man genug JRPGs gespielt hat. Deswegen bin ich auch sehr auf die Motive des Bösewichts hier gespannt. Oh hey, Wohnviertel Zone 4. This area doesn't look as badly damaged as that other district we went through. Indeed. The effects of Lenegis' transformation appear to be less pronounced here. Or, viewed another way, this area was simply luckier. Ich finde das schön, dass die da unten die Sugel im Zaum halten, damit wir nicht kämpfen müssen. Are you just going to keep standing Ja, ich around gucke or doch what? nur, mein Gott, lass Sorry, mich doch mal I'm just gucken. Ich getting war noch prepped nicht over hier. Oh, immer diese Drängelei von ihr, ne? Lass mich doch mal gucken. Das ist ganz schön imposant hier. Pardon me. Dieses Gebiet unterliegt der alleinigen Jurisdiktion von Haus Kaineris. Ich muss euch auffordern, sofort zu gehen. Gewiss wollt ihr nicht vorgeben, nichtsahnend über unser berühmtes Haus zu sein, beherrscht vom geschätzten Lord Almadria? Falls doch, rufe ich euch an, gut zuzuhören. Nun, ihr solltet so oder so gut zuhören. Ist euch je aufgefallen, dass in der Geschichte von Lenegis nur wenige Frauen den Titel des Lords erlangten, um im Kampf um die Krone anzutreten? Aber viel wichtiger, gab es auch Sovereign-Frauen? Es gibt zahlreiche Theorien zu den Ursachen, aber Lord Almadria räumte alle Zweifel der Neinsager durch schiere Macht aus. Sie stürzte nicht nur ihren Vater und vorherige Familienanführer, sondern entfernte auch ihren älteren Bruder, um den Thron selbst zu besteigen. Sie ist eine Frau, die vor nichts Halt macht, um zu erlangen, was sie möchte. Eine Frau, die ihren Feinden keine Gelegenheit zum Angriff bietet. Lord Almadria ist wahrlich eine talentierte Frau. Niemand sonst verkörpert die Tugend unserer Meritokratie besser als sie. Bald schon wird das Zeitalter einer glorreichen Herrscherin über ganz Lenegis heranbrechen. Okay. Nein, bitte sag sowas nicht. Stoop to any low came from a survival of the fittest worldview. And some people here not only shared her belief, but championed it as morally right too. That doesn't make it true. Too bad they couldn't see through her. Yeah. Okay, Almadria war einfach immer schon ein Arsch. Gut, dass ich das auch mitbekommen habe. Was geschieht hier? Ich verstehe es nicht. Es gab keinen Erlass zur Ankündigung wie sonst immer. Du hast recht, selbst wenn es ein Unfall war, ist es doch seltsam, dass wir vom Herrscher noch kein Wort dazu gehört haben. Täuschen mich meine Ohren, oder willst du damit sagen, dass du dem Herrscher nicht traust? Zu deiner Information, ich war Teil der Delegation, die im Rahmen des vorherigen Kampfes um die Krone mit ihm herunter nach Dana reiste. Ah, okay. Können wir mit ihm mal kurz ein ernstes Wörtchen reden? Er war ein brillanter Mann, auch im Umgang mit Astral Arts. Ich bin sicher, er ist über die Situation im Bilde und hat bereits einen Plan. Bis dahin müssen wir einfach abwarten und auf sein Urteilsvermögen vertrauen. Okay, die feiern da unten übel die Party. Als Mitglied der oberen Kaste befehlige ich dir, eine Route von hier zum Nachbarviertel zu erkunden. Bitte nicht, das kann man doch nicht von einem alten Mann wie mir erwarten. Nicht, wenn in dem Teil der Stadt Sugelwild herumstreuen. Genau deshalb sollst du dich darum kümmern. Du willst dich doch nicht meinem Befehl widersetzen, oder? Das Wohnviertel ist völlig zerstört. Die Straßen sind chaotisch und wir haben keinen Strom. Auch die Informationsschalter sind ausgefallen. Wir können mit keinen anderen Renäern unten in Dana Kontakt aufnehmen. Ich frage mich, ob der Herrscher weiß, was hier vor sich geht. Ich meine, das erklärt, wieso sie jetzt keinen Kontakt herstellen können, aber die Lords haben wir getötet, bevor der Keil losgeschickt wurde. Das ist keine Entschuldigung. Ausrede, wie auch immer. Ridiculous. Ha, geradezu abscheulich. Hm? Ach, ich habe gerade nur etwas über Volrun gelesen. Kann ich euch helfen? Okay. Ich war immer ein überzeugter Unterstützer von Lord Urvagil Hildris. Wäre er nicht so plötzlich auf der Oberfläche gestorben, wohl noch immer. In meinen Augen ist Lord Urvagil der wahre Wasserlord. Ich glaube keine Sekunde daran, dass er bei einem Unfall starb, wie es heißt. Aha. Volrun ist also nachgerückt.
Und was Vorons Herrschaft über Ganeth Harrows angeht, ich mag gar nicht daran denken. Er versklavt nicht nur Danea, sondern auch Renea. Wir mögen in einer Gesellschaft leben, in der der Sieger alles bekommt, aber seine Handlungen verstoßen gegen Grundgebote unseres Volkes. Und außerdem, was für eine Erblinie soll dieses Haus Igniseri überhaupt sein? Bis er auftauchte, hatte ich noch nie davon gehört. Das kann nur bedeuten, dass er zum niedersten Pöbel der Gesellschaft zählt. Aha. Aha. Dass eine derart gemeine Familie plötzlich einen Astralpraktiker hervorbringt, der zum Lord aufsteigt, ist völlig unerhört. Nichts davon ergibt Sinn, ganz zu schweigen vom Aufruhr, der hier zuletzt herrschte. Was wird nur aus unserem Volk? It seems like the people on Lenegis don't really know much about Volron either. I remember being quite surprised when the Lord of Ganeth Harrows changed so abruptly. Didn't you have any doubts that something suspicious was going on? On the contrary. Remember, we Renans are raised to accept everything at face value. Sie sind Schafe. Sie sind fucking Schafe. When you think about it, the families of Renan lords must see them differently than the rest of us. Yeah, despite the brutality they're known for. They must have had a lot on their shoulders, carrying all the weight and responsibilities of Renan society. Renans live in a world where strength and power determine their position in the social hierarchy, so they tend to grow up fiercely competitive. But their loyalty to their people is also strong. It's what brings them together against outside forces, and nothing exemplifies that more than the Lords. That's what makes them the guardians of all of Rena, so to speak. Right. It's the same reason Balsif hated my guts, and Ganabelt went after you, because we're threats to Rena. Guess that makes you an even bigger oddball than we thought. So, Alphen, have you gained anything from all of this? Yeah. I think it's made me realize that the Lords were all people, too. Balsif and the others, they all had their own circumstances to deal with as they went through life. Wie badass sie Yeah, but aussehen. still, just because they had loved ones in their lives doesn't mean... I know. What they did was horrible. I'm not trying to dispute that. But at the same time, they weren't incomprehensible monsters either. They were individuals, just like the rest of us. Und wir haben auch schlimme So I Dinge guess getan. what I'm trying to say is... You're saying that they weren't bad because they were Renans, or because they were terrible monsters. Even if they did terrible things, they were still just people. Rinwell. Am I wrong? Not at all. Being a Danon doesn't make you a good person. And being a Renan doesn't make you a bad one. I think that's something we've all seen. Shion and Dohalim definitely make a good case for it. And I'm going to keep doing my best to make sure I earn that trust. As a fellow human being above all else. Mann, wir waren echt pleite. Okay, können wir noch irgendeine Fertigkeit upgraden? Hey, Tui. Na? Hast du noch ein bisschen Lust auf Tales Arise the Movie? Heute reden sie echt viel. Ich hatte mir das actionlastiger vorgestellt. Ich meine, es ist super interessant. Ich will mich echt nicht beschweren. Aber ich habe andere Dinge erwartet, die passieren würden. Hier ist es ja komplett zahm bisher. Meinst du Xenoblade? Da wird doch bestimmt auch viel geredet. Ein Traubengelee. Es gibt also doch noch etwas What could this Höheres. be? Nice. Vater, was geht hier vor sich? Ich habe Angst. Ich weiß es nicht, mein Sohn. In all meinen Jahren hier auf Lenegis geschah noch nie so etwas. Nicht ein einziges Mal. Es gab immer einen Erlass, bevor irgendwas geschah. Diesmal gab es nicht nur keinen, sondern im Wohnviertel kam es zu Schäden und Verletzten. Könnte das bedeuten, dass gerade etwas Schlimmes vor sich geht? Könnte sein. Fürs Erste können wir nur abwarten und auf das Beste hoffen. Ja, Teil 2 hatte unendlich viel Cutscene, das ist wohl wahr. Das ist wohl wahr. Aber hat das nicht jedes There's JRPG? something I just don't get.
What is it? The crown contest itself has always gone ahead as planned, right? In which case, the current sovereign of Rena should be whoever it was that won the previous contest. Ja, wer war das denn? Yeah, that makes sense. So, who was it then? Hanfried Milgroth, Was? the former lord of Cislodia, if memory serves. Hanfried? So then this Hanfried whatchamacallem, he's the current ruler of Rena? The last I heard, yes. Though, admittedly, I haven't actually seen him since the end of the previous contest. So ein Zufall. You're saying that ever since becoming sovereign, he's never actually shown himself on Lenegis? Ja, wenn er auf Rena I guess chillt. over holocom maybe, but not in the flesh. Same thing goes for the sovereign that came before him. Now that you mention it, I don't recall anyone ever visiting Lenegis from the motherland, sovereign or otherwise. And that never struck you as a little bit odd? Gute Nacht, Sky. When you live here, it's as if you're conditioned not to notice all these strange quirks and discrepancies. The question is then, by whom? And to what end? A new Renis Alma is supposedly created to coincide with every crown contest, meaning each victor is awarded their very own. Ach so. In other words, if that's true, there should be as many of the things out there as there have been contests. Also 30? True, but going on what we witnessed in Pelagian, it didn't look like the sort of thing that could be made to order. But if even the victor's speeches have been part of some grand deception, then where are they? Quite frankly, I'm not even sure what to believe anymore. You and me both. Though we are Renin by blood, neither of us even knew that such a thing as a Dark Master Core existed, remember? With any luck, the Forbidden Zone might give us some answers. Ja, dann No los. use standing around here chatting about it then. Let's get a move on. Oh ja, dann viel Erfolg dabei. Final Fantasy VII Original ist ziemlich cute. Heißt das, du hast das noch nie durchgespielt oder spielst du es nochmal? Also ist es dein erstes Mal oder noch nie? Oh Gott, hast du 7 Remake gespielt? Wenn ja, wie verwirrend war's? Wie konnte das geschehen? Über Jahre hinweg war Lenegis eine Bastion der Ordnung und Stabilität. Obwohl lief plötzlich alles schief. Von Anfang an, würde ich sagen. Hier geht so einiges von Anfang an schief, wenn ich das mal so sagen darf. Naja, 7 Remake ist ein Sequel. Insofern ist es ziemlich verwirrend, wenn man das erste Spiel nicht kennt, würde ich schätzen. Doe? Oh nein. Faria. Oh nein. Varia? Isn't that the Nein, person es that ist ein Avakir guy Sequel. was... But why are you here? Wait. Don't tell me you've given up on the crown contest and come crawling back home from Dana already. Nothing to say? Even though you were willing to kill Tarnigan to secure your position as Lord, you still... Kill? I'm here to take care of something. If you wish to continue this conversation, I only ask that you wait until I'm finished. Oh, of course. You always did prefer to take the coward's way out. Even after 7 years and living on that Danon rock, you haven't changed one bit. But let me tell you, I haven't changed either. Not a day's gone by the past 7 years that I haven't hated you. Lady, dafür haben wir gerade keine If Zeit. killing me will bring you peace, then so be it. Dohalim, what the hell are you saying? First, I have business to take care of. If it's vengeance you seek, I will grant you it. But you must wait. My sins are legion. Let me finish what I came to do. Then you have my word. I will let you do whatever brings you peace. Sure, that's it. Run away like always. You don't even have the courage to die. No wonder you leave it to someone else. You're just a coward! Sie ist übrigens mega hübsch dafür, dass sie ein recht unbedeutender NPC, oh hi, ist. Oh oh. Sie stalkt uns. Dohalim.
I apologize that you had to witness that. Don't be sad. Is it true? What she said about you killing someone? Each of us have our pasts. I am no exception. Before, back in Menancia, you mentioned having taken a friend's life over the throne. Is that what she meant? The mistakes I made there were not my first, and may not be my last. I will say no more. Did you mean what you said? About letting her take your life if she wanted to? She has more right to my life than anyone. But you can't just... Whatever happens, I have sworn to put an end to the crown contest, and to ensure continued coexistence in Menancia. I have no intention of expiring before I do so. There are far too many questions I still seek answers to. Besides, you have just as much reason to kill me as she does. Dohalim! Forgive me. Some things are best left unsaid. Hier wird keiner gemeuchelt. Komm schon. Come on. Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich fliehe, während da draußen Kinder kämpfen. Um die musst du dich nicht sorgen. Sie kommen aus einer höherrangigen Familie als unsere. Deshalb sind ihre Erstschulart stärker als unsere. Sie erfüllen lediglich ihre gesellschaftliche Pflicht als Mitglieder der herrschenden Elite. Ich weiß, aber es fühlt sich trotzdem nicht richtig an. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass das mit Dohalim nicht so gut endet, ehrlich gesagt. Ich will lieber nicht weiter drüber nachdenken. Oh, geht's hier in den Keller? Na. Das ist eine ganz schön große Stadt, aber ich meine, es ist ja auch ein riesiger Todessternplanet, nicht wahr? Das ist verrückt. Wie lange geht das noch so weiter? Ich weiß nicht. Normalerweise hätten wir längst Befehle von oben, die allen Klassen mitteilen, was sie tun sollen. Ich bezweifle, dass es dazu kommt. In der Stadt scheint die ganze Befehlskette zusammengebrochen zu sein. Niemand weiß, was geschieht. Das bedeutet freilich nicht, dass nicht irgendwo irgendjemand jeden unserer Schritte beobachtet. Wir sollten erstmal schauen, ob hier irgendwo jemand Höherrangiges rumläuft. Vielleicht hat der eine Ahnung, was wir tun sollen. Schafe. Die sind alle komplett aufgeschmissen. Weißt du, die halbe Stadt brennt und die so, That food there looks pretty tasty. Yep, we can fix that new recipe with it. I eagerly await the final result. Das Futtergehege ist in schlechtem Zustand. Wer weiß, wie viele Menschen gestorben sind. Was ist mit den Sugeln passiert? Sag mir nicht, sie sind ausgebrochen. Nein, wir konnten sie zum Glück zurückdrängen, bevor sie weit kamen. Nicht, dass es was bringen würde, wenn sie auch in andere Viertel entkamen. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass in Lenegis jede Menge Sugel frei rumlaufen. Also, ich habe keinen gesehen. Also, 2. Aber die durfte ich nicht bekämpfen. Und es gibt deutlich mehr von ihnen als von uns. Was sollen wir tun? Alle unsere besten Soldaten sind unten in Dana stationiert. Aber warum? Wieso würdest du deine fliegende Festung einfach unbewacht lassen? Das macht jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Sinn. Ja, okay, das ist natürlich richtig, aber gibt ja vielleicht noch andere Bedrohungen im All? Das Weltall ist groß. Wow, this place is beautiful. Yeah. It must be some sort of rest and leisure area for the locals. You think? Man, these Renan sure know how to live it up, don't they? Is something the matter, Dohalim? Before I went down to Dana, my friends and I, we used to gather at this very spot and play music together. Avakir, Faria, and Tarnigan. That was a lifetime ago now. Tarnigan. He was the one that Faria mentioned, right? He was once my dearest, closest friend.
as well as Faria's betrothed. Despite Faria's lower-class upbringing, she possesses a tremendous talent for music. Entranced by her playing, I helped her overcome her sense of inferiority and introduced her to Tarnagin and Avakir. It was a time of great joy. 4 people bound only by their love of music, with no care for social standing. Only the next song, Auf dem the next Brunnen melody. war dieses Wappen, das Shion trägt. A friendship based on mutual respect, and a society where everyone is a prisoner to their social class. You really are different, Dohalim. I suppose it's natural you would see it as strange. I would have, once. Now, I think the idea of breaking away from society's constraints and choosing your friends based solely on affection is something beautiful that's worth cherishing. Besides, it was that way of looking at the world that laid the foundations for coexistence in Menancia. Your praise does me too great an honor. I was merely following the wishes of my own heart. And even then, it only lasted until the crown contest began. After that, Tarnagin and I became fierce competitors for the position of Lord. Tarnagin had fallen for Faria. By becoming Lord, he aimed to wrest her from her humble origins and raise her to the highest echelons of society. But fate was not so benevolent. What happened? Tarnagin was no match for me in combat. On a level playing field, he wouldn't have stood a chance. But he was desperate and low on options, and he couldn't stand the thought of defeat. You mean he resorted to dirty tactics to try to win, right? But then why does Faria think... Wait, don't tell me she doesn't know. How could I tell her? Combined with the trauma of losing her beloved, and by her friend's hand, no less. She would have been devastated. Seine Geschichte ist So instead you traurig. let her go on hating you, so she could use that hate as a crutch for her grief? That's not the same as running away, though. It is exactly the same. Unable to face the loss of my friend and the burden of my duty. Instead, I decried my fate and looked away from what I'd done. As for what happened after, that you already know. But if you hadn't become Lord, Menancia wouldn't be what it is now. The Danans there would still be suffering under Renan oppression like before. Shion's right. What other lord would have treated me as you did? Anyone else and I would have been dead long ago. You've saved so many people, Dohalim. You saved me. It's thanks to you that I'm here today. So, try not to blame yourself. The burden you've placed on your own shoulders is too much for anyone to bear. Frank as always. But I shall do my best to heed your advice. Do you think he'll be all right? Yeah, I think so. He's got Kisara. It's important to have someone like that. I didn't realize how difficult it is just to be there for someone. Sometimes just knowing someone's on your side can be enough. And he knows, Shion. I promise he does. I hope you're right. Uh-oh. Alphen, Yeah? I never appreciated until recently just how much you were always there to support me. It goes both ways. You've helped me keep going more times than I can count. Maybe, but I still wanted to say thank you.
Jetzt werden wir schon von 4 wachsamen Augen beäugt. Wenn man den Gerüchten Glauben schenken darf, sind nicht nur die Sugel außer Kontrolle. Offenbar rebelliert auch eine Gruppe von Panzersoldaten. Oh. Nach allem, was wir wissen, könnte dies der Anfang von einer Art Aufstand sein, meinst du nicht? Das ist absurd. Wer könnte eine solche Verschwörung aushacken und glauben, dass er damit davonkommt? Das stimmt. Wenn man gegen den Herrscher rebelliert, rebelliert man gegen die gesamte renaische Zivilisation. Es ist so oder so schwer zu beurteilen. In der Geschichte von Lenegis kam es noch nie zu so etwas. Wir wissen einfach zu wenig. Das stimmt wohl. Aber ich frage mich, ob sie den Crown Contest jetzt vielleicht in den Wind geschossen haben, weil alle Teile des Puzzles für die Zeremonie, also Erfen, Shion, die Lady in Red, das Rennes Alma, Volron, habe ich jemanden vergessen? Nauri, weil die jetzt alle hier wieder auf Lenegis sind und sie sich gedacht haben, jo, jetzt brauchen wir den Crown Contest auch nicht mehr. Wenn die Dinge sich nicht bald beruhigen, sollten wir nicht ein Raumschiff aufsuchen, damit wir von hier entkommen? Können wir nicht. Um ein Raumschiff für andere Zwecke als den Kampf um die Krone zu betreten, benötigen wir die Erlaubnis des Herrschers. Ja, und wo ist der Herrscher? Warum ist er nicht hier, um uns in diesen Notzeiten zu führen? Das wird euch mit meinem Kult nicht passieren, Chat. Versprochen. What do you say we check back in on the ranch? I see a medic and supply officer over there. If they know you're with me, they'll likely offer their assistance. Es gibt Jobs, hurra! Täuschen mich meine Augen oder wurde mein Geschäft von Lord Dohalim und seinen Dienern gesegnet? Kann ich irgendwie behilflich sein, mein Lord? Ich glaube nicht. Eigentlich haben wir nichts... Wir haben ja nicht gekämpft, ne, bisher. Ich bin ein guter Kultführer, bei mir werdet ihr es gut haben. Viel Glück, mein Lord. Wir, die Bürger, sind zuversichtlich, dass ihr alles in eurer Macht Stehende unternehmt, um diese Krise zu beenden. Ja, ich guck mal, ob ich das kann. Bin unsicher. Aber hier ist es schon echt hübsch, so. Sehr grün. Sehr chillig. Für das es nur so ein Todesstern ist. Bekommen wir hier noch ein Skit? Wahrscheinlich nicht. Was macht das dunkle Mal eigentlich? Bin unsicher. Ich höre mir gerne deine Predigten an. Sehr gut. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ein Bossfight kommt, ne? Auf jeden Fall speichern wir mal. Wir machen Pipi-Pause und dann gehen wir weiter. Ich meine, es kann eigentlich nicht mehr weit sein, bevor irgendwelche Dinge passieren, aber... Wir haben jetzt, glaube ich, 2 Stunden nur Cutscene geguckt. Wird Zeit, dass mal wieder was passiert. Bin gleich wieder da. So, seid ihr bereit für die Wahrheit? Die vielleicht hinter dieser Tür lauert, vielleicht auch nicht. Wo genau habe ich denn jetzt bitte HP verloren? Dann müssen wir doch noch schlafen. Ich gehe einfach mal davon aus, dass wir jetzt einen Kampf kriegen. Also werde ich mal meine Elementarverteidigung boosten, weil ich es kann. Baby! That turned out good, if I do say so myself. Ja, schade. Ich dachte kurz, wir kriegen noch einen Skit. Apropos, ich wollte nachgucken, bei wie vielen wir jetzt sind. Äh... 213. Das heißt, wir haben jetzt alleine vom Aufbruch bis hierher 16 Skits gesehen. Aufregend. Ich glaube, es werden gleich noch ein paar mehr. Könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, Geschichtsstunde ist noch nicht vorbei. Läuft aber richtig. Ich habe trotzdem ein bisschen Angst, dass wir die 300 nicht voll kriegen. Oh ja, die sehen aus, als würden sie kämpfen wollen. Damn it. Lenegis soldiers. Any way we can avoid fighting them? That all depends on them. Whatever happens, be ready.
Level 44. Das scheint meine Kragenweite zu sein. I am Lord Dohalim of Elder Lenegis. I command you. Threats to the city must be erased. No. Have they been brainwashed too? Oh nein. Merke, hier bricht wirklich alles auseinander. Oh. Okay, die können auch Darkness Art. Das ist nicht so gut vielleicht. Ich meine, ja, sie sind Rennen, aber trotzdem. Seinen Flammenwerfer mal wegnehmen. So, -1. Das nervt mich so, dass die Combo immer ab will. -2. Mein Überlimit ist eigentlich zu kurz, um 5 A's einzusetzen. Ich weiß gar nicht, wie ich das mal hinbekommen habe. Ich hab's einmal hingekriegt, aber... Uff. Those soldiers seem different from the citizens we've come across so far. 117. Yeah, 14. they weren't big talkers, that's for sure. They just attacked without warning. They weren't in the least bit fazed by Dohalim's presence either. Indeed. They seem to recognize us as enemies, nothing more. And yet, traditionally, Lenegis hasn't been high on threats. A few frenzied Zeugles during experiments here and there, but not much else. Their glazed-over eyes reminded me of the soldiers and slaves we met back in Ganath Haros. The ones in blind devotion to Volron. I've never seen anything like that here on Lenegis Tja, die before. Lady hat schon vorgesorgt, wie es aussieht. Maybe someone doesn't want us here. And the soldiers are their way of letting us know. What with the Red Woman, the Sovereign, and Volron, we're starting to develop quite the growing list of adversaries. At least we'll know to keep our wits about us. Hundemarke aus Platin. Na, die ist hoffentlich ein stolzes Sümmchen wert. Oh, hi. Ein Drachenmantis. Okay. Das ist dann wohl der Endboss hier. Der Hauptgewinn sozusagen. Schätze, dann kämpfen wir endlich mal ein bisschen. Oh, die sehen radioaktiv aus. Ehrlich gesagt sehen die ziemlich radioaktiv aus. Die sind Radioactive Wolf. Leave the ensnaring to me. Yeah, and the pummeling to me. Don't suffer in silence. Don't suffer in silence. Let the marksman handle this. Shine. Radiant light. This one's mine. Of regeneration. You're mine. Regeneration. Smash you! Let us take to the fray. You here now! You picked the wrong fight. Let us take to the fray. Also mal wirklich, die haben keine gesunde Farbe. So. Wenn ich das mal sagen darf. Die hier wohl alle so grün sind? Im Jahr sollten die mal ihren Toxic Waste überdenken. Aber immerhin, ich hatte ein bisschen Angst, dass wir vielleicht unterlevelt sein könnten. Uranwolf, ja schon so ein bisschen.
Lady Fortune must truly be watching over me. Vielleicht kriegen sie ihren Strom aus den Uranwölfen. Oh, aber die dunkle Mähne ist gut. Die brauchen wir nämlich für, irgendjemandes Waffe. Ich habe vergessen, welche. Das Motto von denen, Stay Toxic. Halt wirklich. Ah, schön. Das machen wir doch gleich. Okay. Hier können wir uns schon mal warm machen. Eine Gottespilgerin. Sie ist also tatsächlich halb Gottesanbeterin. Ehrlich gesagt sieht das ein bisschen aus wie die radioaktive Version des Zugsuges vor Calaglia. Also vor Roseback hieß es. In Calaglia. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, das hat nicht geklappt, weil eine Pause drin war. Aber vielleicht sollte ich das mal üben. Das zweite Mystic Art könnte uns eventuell nützlich werden, falls wir Volram nochmal bekämpfen müssen oder die Lady. Je nachdem, ob sie kämpft oder kämpfen lässt. Vielleicht beides. Aber ich meine, das Inn ist zur Not nicht weit. Also, was das angeht, sind sie echt fair. Mann, das haben wir lange nicht gesehen. Und bam. Ich habe schon fast Entzugserscheinungen bekommen. Au. Au. Fion, help. Okay, 1, 2, 3, 4. Verdammt! Mann, wie soll ich das denn so üben? I felt better, that's for sure. Ständig grätscht mir einer dazwischen. Richtig unhöflich. Jetzt kommen wieder die Typen mit ihren Flammenwerfern, dann kannst du es sowieso vergessen. Aber ich muss doch mein Mystic Art üben. Bitte. Ich meine, okay, ich bin damit vielleicht ein bisschen spät dran. Sicher ein. Aber besser spät als nie. Aha. Hab's hinbekommen. Aber ehrlich gesagt habe ich eins doppelt benutzt. Ich weiß nicht, warum es geklappt hat. Es hätte nicht klappen sollen eigentlich. Eigentlich hätte es nicht klappen sollen. Aber ich beschwere mich mal nicht. What's with that shining foe over there?
Rezept für Erdbeerkuchen. Ein Biskuitkuchen mit Sahne und Erdbeeren. Wer es wagt, die Erdbeere oben darauf zu stibitzen, muss mit einer drakonischen Strafe rechnen. Oh, ich hätte voll gern mal wieder Erdbeertörtchen. Erdbeertörtchen. Fies. Fies, mir jetzt so einen Hunger zu machen. Is it too late to talk over our differences? You got spirit! You picked the wrong fight! Now or never! These fists have got your name on them! Nee, ohne Pudding. Ich bin nicht Team Pudding bei Erdbeerkuchen, glaube ich. Also so ein bisschen vielleicht. So eine dünne Schicht Pudding. Und da drauf dann die Erdbeeren. Oder Mandarinen. Das wäre auch geil. Mandarinenkuchen. Läuft doch soweit. I need to be stronger. So, warte mal. So, wir sind noch auf dem richtigen Weg, okay. Dein armer Magen. Those soldiers don't seem to have any qualms about attacking on sight. Is someone making them stand guard over the Forbidden Zone? Möglich. Da soll ja auch eigentlich keiner rein, deswegen heißt sie ja wohl so. Wenn es die jeder darf rein Zone wäre, dann wäre das hier wohl kein Problem. Ich denke einfach nur die ganze Zeit, übelste Harry Potter fühlt. Das ist die verbotene Abteilung, Häuser-Contest. Ich sehe da schon gewisse Parallelen. Bei welchem Harry Potter Buch bist du eigentlich gerade, Domi? Kann vielleicht auch nochmal neue Arts ausrüsten, fällt mir da gerade so auf. Ich benutze irgendwie seit 30 Stunden dieselben. Ich meine, es funktioniert. Aber vielleicht wäre da auch noch mehr drin. Ach komm, hat doch schon rausgezogen. Okay, ich glaube, ich habe verstanden, wie es geht. Hast du Azkaban schon fertig gelesen oder willst du mir gerade sagen, dass du mein Lieblingsbuch noch nicht durchgelesen hast, weil du es kacke gefunden hast? Das würde mich sehr deprimieren. Aber es ist eigentlich gar nicht so schwer, das auszulösen, wenn man mal gecheckt hat, wie es geht. Man muss nur mitzählen. Ja, dann hol sie halt nicht. Wer braucht schon Mamas Schild, ha? Jetzt hat er einfach meine Attacke abgebrochen, der Dödel. Es wird dauernd gegenseitig unsere Attacken abbrechen können, ist auch ein bisschen doof. Ach so, na gut.
Aber Azkaban ist wirklich that gut. didn't go as planned. We must consider well if this is the right path. Das ist der richtige Weg, mach dir keine Sorgen. Azkaban ist, glaube ich, das beste Harry Potter Buch. So. Aber ich bin vielleicht biased. So, ich hoffe, das lohnt sich. It'll be a breeze. Get in, get out. Try harder. Pierce through. I'm on a roll. Here's evil. Ich habe auch keine Heilplattform gesehen, also muss ich gleich wahrscheinlich ein bisschen Geld ausgeben. I'm not done. You picked the wrong fight. Take it. Pierce through. Oh, ich bin auch ein Idiot, ne? Wir haben komplett vergessen, das Zubehör aufzuwerten. Das macht, dass ich 10% weniger HP benutze. Hat von euch aber auch keiner dran gedacht. Consider yourself finished. My turn. Oh ja, was musst du eigentlich fürs Abi lesen? So als Deutsch-Abiturient, weiß man da schon was? Ich hoffe, es wird der Faust. Sonic thrust. Severing wind. No further. Burn in hell. Now I'm in the groove. Here I come. Rip and tear. You're finished. You see what happened there is you crossed me. Los, Law, mein wilder Hund. Das ist wie so ein tollwütiger Hund manchmal. Aber das Gefühl, ich muss gleich mal meine HP aufladen. Wäre fürs Finale natürlich gut gewesen, wenn mir das How much früher longer eingefallen will our wäre. healing arts last? Ja. Aber dann spielen wir halt mal wieder Hard Mode. What's new? So. Kann ich das gleich machen? Ich schätze schon. Aber dafür habe ich ja vorher gut eingekauft, nicht wahr? Wird eh Faust. Weiß man nicht, es könnte auch Effi Briest werden. Schatz, was hattest du nochmal im Deutsch-Abi? Das ist doch auch irgendwie was richtig Nutzloses. Wobei Faust ist echt gut, muss man sagen. Hätte schlimmer kommen können. Au, hey. So Shakespeare in Englisch war auch ziemlich chillig eigentlich. Alle hatten Faust. Deine Mutti hatte auch Faust. Aber bin mal gespannt. In den nächsten 3 Jahren wirst du vermutlich noch ein bisschen Freude an deutscher Literatur haben. So Kram wie Maria Stuart oder Der Wärter oder so. Je nachdem, worauf sich Deutschlehrer Chan so einschießt. Wobei, wir haben auch so coole Sachen wie die Blechtrommel gelesen. War nicht alles schlecht. Nee, jein. YouTube ist dein Freund wahrscheinlich heutzutage, aber... My exploits are bearing fruit. Ich habe gehört, Lesen hat noch keinem geschadet. Gibt's bestimmt auch als Hörbuch mittlerweile. Eieieiei. Shut him down.
Mist, diesmal hat's nicht geklappt. Being interrupted. Here's a healing art. Ignite! Out of the way! Ja, wenn dir eine 3 reicht, reicht das auf dem Gummi auch immer noch. Wenn das deinem Anspruch genügt, an dich selbst. Ich meine, ich bin auch durch meine Schullaufbahn gekommen, ohne großartig irgendwelche Dinge wie Hausaufgaben zu machen, aber ob es so erstrebenswert ist, das zu tun, ist halt die andere Frage. So, wo ist der Letzte? Mir tut's ja auch ein bisschen weh, dass Rinwell immer draußen ist. Ja, so smart bin ich gar nicht. Man muss auch nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Das ist ungefähr der liebste Satz ever für mich. So, ich sehe da einen Teleporteur. Ich schätze, Autodidakt sein hilft auch ein bisschen. Will ich gar nicht verneinen. Da soll ich jetzt reingehen, sagst du, ja? Einfach so? Was, wenn es mich in Stücke reißt? Beam me up, Shion. Es wäre das erste Mal, dass wir von einem Bosskampf nicht geheilt worden wären, übrigens. This must be it. The entrance to the Forbidden Zone. But it's just a wall. How do we get through? Whoa, we? I thought this was Sovereigns only. Mit dem Kofferwagen durchrennen, passt schon. Alphen. Nur die Eule gut festhalten. Sie haben sogar eine weiße Eule. Tales of Arise ist einfach Harry Potter. Sesam, öffne dich. Nice. Du bist der Zauberer, Alphen? Ja, guck mal, er kann Wände öffnen. Interesting. If Alphen's presence still opens the way, it would seem the sovereign of 3 centuries ago and now are considered one and the same. Oder er ist einfach übermächtig. Können wir durchgehen, bevor sich's wieder auflöst? What? What the? Oh oh, Flashback. Alphen. You again. Tomorrow's the spirit channeling ceremony. We'll finally play our parts as the Sovereign and Maiden. How have you been feeling? Sie ist ein bisschen kratzig. What am I sovereign of? Shuffled from lab to lab, always treated like an experiment. Whenever they look at me, all they see is a Danon. I don't even know what their precious ceremony's for, let alone what they're going to force me to do as the Sovereign. Tell me, if we're both in the same boat, why do you seem so calm right now? No choice. Becoming the Maiden's not something I wanted for myself. But they said Rena's prosperity depended on it. How could I say no after that? Still, as a Renan, at least you got to decide. Good for you. Meanwhile, I was taken from my homeland. You aren't the captive one here. It isn't right what they did to you, and I'm sorry for what it's worth. When this is over, I swear I'll help you get home. I can't do this alone. One more day. Ja, irgendwie klingt ihre Stimme komisch. How could I say no to that? It's not like I have any choice in the matter anyway.
So, what's your name? It's Naori. Naori Imaris. Try to remember this time. You don't act like them. Like the other Renans, I mean. How come you treat me like a person? Sie klingt voll alt. Because you are. It's true we come from different worlds. But neither one of us asked to be here right now. In that sense, you and I are much the same. We couldn't do this. We wouldn't be able to talk to each other as people if we didn't see the humanity in each other. So I suppose the question you should be asking is, why wouldn't I treat you like one? You're not like the others. Maybe they're not like me. Sehen das jetzt eigentlich alle oder nur Alphen? Here's what we'll do. We give them their damn ceremony. You get me to Dana. That'll be the end of it. I'm taking you at your word on this. I'm trusting you, not them. Naori. Aber war doch sein Fehler. Diesem hübschen Gesicht zu vertrauen. What the hell just happened? Okay, sie haben es alle That gesehen. vision. Did everyone else see it too? That person Alphen was speaking to, she looked exactly like Shion. It was Naori. Naori Imaris. Isn't that right? Hat sie doch gesagt. Yeah, that's right. She really does look like Shion. I'm beginning to see why Alphen was so confused. That's all very well and fine, but what did we just witness exactly? It was too real to be a mere hallucination. It was a conversation we had 300 years ago. The night before the ceremony. You mean all of that really happened? We just saw an episode straight out of your past? But how is that even possible? Unless... Could this be the Red Woman's handiwork too? No, I don't think so. Why not? You guys didn't feel it? The moment the entrance opened, it was like a stream of Danon astral energy rushing over us. I felt it too. And not for the first time either. It was the same sensation as back inside the wedge. That would make sense. After all, vast amounts of Dana's astral energy were being siphoned and sent up here to Lenegis. For all we know, perhaps we're close to the spot where all that energy was stored. So you think it might have been the energy itself that was responsible for that vision we just saw? But how? And why? We have no way of knowing. Maybe it's not even as deliberate as all that. Shion, you okay? Yeah. It was all just a little sudden. That's all. So that was my ancestor, huh? It was like looking into a mirror. Yeah, there certainly is a resemblance. What about you? How are you holding up? Me? Even putting aside the question of where that vision came from, it's likely we'll see more of those. Reliving painful episodes from your past. Do you think you can handle it? I can't just pretend like the past never happened. Besides, if it helps us uncover the truth of what that ceremony really was, it might also lead to answers about your thorns. Alphen. That's not all. This whole time, we've been fighting to free Dana from the Renans. But now that we're here, it seems those same Renans might have it just as bad. I'd like to liberate them too if I can. Which is just another reason I can't afford to shield my eyes from the truth. Whether you're on Dana or somewhere else, you always stay the same. Your indignation and righteous passion, your desire to free and protect, they're all hardwired into you. Die liberaten einfach alle. Not that I'm complaining. Come on, let's bust this thing wide open. Nobody's here. Stay sharp. After that last illusion, there's no telling what could happen in here. Ach, die Musik ist so schön. Also Atmosphäre können sie. Oh, warte, das ist ein Halbdings. Dann wird's jetzt wohl wirklich ernst. Ob wir schon die rote Dame kaputt hauen? Kann ich noch Fertigkeitenpunkte verteilen, bevor wir da reingehen? Glaube nicht.
So ein paar. Durchhalten, Domi. Wenn du müde bist, geh schlafen. Du kannst dir das Wort angucken dann. Kann nicht zulassen, dass du in der Schule müde bist wegen mir. Aber ich kann leider auch nicht aufhören. Irgendwie ist hier nicht so viel, ne? Ziemlich leer. Ich weiß, aber schlafen ist wichtig. Oh. Was macht die denn hier? Oh nein, sie wurde corrupted von der Frau. How did you get in here? Wait, something about her isn't right. Deswegen hat sie so ein besonderes Design. What's wrong with her? She doesn't even seem to know where she is. Yeah, you're right. She looks just like the soldiers we encountered outside. Oh nein. Oh nein, sie hat den Mastercore. Wird sie jetzt ein Sogel? Oder beschwört sie einen? Oh shit. Oh shit, Bruder. Ein Rieseninsektoid. Mutant. Ey, der hat einen blauen Kristall. But that's preposterous. She never had that kind of power when... We can talk later. Here it comes. Oh oh. Haltet eure Höschen fest. How about with a stone that looks suspiciously like a master sword? Mhm. Was ist der Schwachpunkt hier, glaube ich? Where did we get our hands on that? First we handled the Zugals. Then we kept some answers. Exploit the enemy's weakness. I owe you one. No escape. Oh Gott. Aber bedeutet das dann, dass wir mit der Geisterbeschwörung einfach einen Riesensugel beschwören wollen? Vielleicht? This one keeps charging us. That's what my shield's for. Get behind me. Got it. I'll leave it to you. Ich mag den nicht. Der ist zu schnell. Der hat zu viele Arme. Für meinen Geschmack hat er mindestens 6 Arme zu viel. Ich will nicht sagen, dass er ein bisschen aussieht wie Trigger-Dinge, aber so ein bisschen schon. Ich hoffe nur, er hat nicht noch mehr Tricks drauf. Soweit komme ich klar. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast gegrindet so, damit du diese ganzen Sidequests auf Dana noch gemacht gekriegt hast. Und kommst dann hier hoch und bist übelst overlevel. Kommst du dir aber auch doof vor? Weil ich würde sagen, wir haben genau das richtige Level hierfür. Nice. Allow me to help you. Seh nichts. Okay, Hälfte haben wir. Ich würde sogar sagen, wir sind ein bisschen overlevelt sogar. Was ich? Ja, ich habe versucht, ihn abzubrechen, aber es hat nicht geklappt. Vorsicht! Jetzt schießt der Gift. Was für ein uncooler Geselle. Au.
Ich dachte, das Lightning käme von uns. Weil irgendjemand was mit Lightning geschrien hat, aber schätze nicht. Wir sollten das farblich kennzeichnen, was mir gehört und was nicht. Retreat from this battle. Retreat? I would never. Take this. This one's all mine. You picked the wrong fight. So grün für meine Astral Arts, rot für deren Astral Arts. Das wäre doch schön. Zu einfach? Na gut. Aber manchmal wünschte ich schon, ich könnte Effekte wie in 14 so ein bisschen runterdrehen. So zwischendurch ist hier schon eine Menge los. Nein, Dohalim, steh auf. Lebe! Lebe, Do! See what happened there as you crossed me. You shouldn't have done that. Ready here. Let me help. I'll smash you. This one's mine. I really owe you one. I never miss. Schon? Oh, das hat gar keinen Schaden gemacht. Gefühlt. Autsch. Das hat mein Ego verletzt. Sind denn jetzt alle kaputt? Was ist denn los? Der hat doch gar nichts gemacht. Komm, Dohalim, schneller. Ja, die haben einfach gedacht, ich camp mal hier. Der Kampf ist eh gleich vorbei. Was soll's? Oh, schade. Jetzt sind wir alle tot. Wie schade. Bedauerlich. Oh, ich habe gar nicht gesehen, dass der da so einen Laser abschießt, weil ich immer drin stehe. Aber wenn das Spinnenmäßigste ist, was hier rumläuft, sei es okay. Das war in Ordnung. So, was machen wir jetzt mit ihr? Einfach mal schütteln? Faria, can you hear me? Faria. Ah, jetzt holt sie gleich das nächste. Kacke. The art she's casting is way too powerful to control. At this rate, her body won't be able to take much more. Dohalim. Darf sie das? Forgive me. Sie hat gerade einfach den Chor zerschossen. Man, I thought we were goners. Everything okay? Yes. She's only unconscious. Not her. I meant you. Das interessiert mich, die Frau. Shion, please. Can you treat her? I can try, but I can't promise she'll be back to her real self when she wakes up. All I can do is heal her physically. We're not even supposed to be in here. Maybe it'd be better if we moved her to somewhere a little safer. Don't you think? In that case... I'll take her off your hands. You? Avakir, what are you doing here? I was curious what you were up to, so I took the liberty of following you to find out. I overheard what you said about Tarnigan, about how he really died. I'm sorry, I had no idea. And you believed me? Ich nicht. What makes you so sure I wasn't lying? I like to think I know you a little better than that, Dohalim. Give me some credit. Was hat der eigentlich für einen Akzent, Junge? I'll take Faria. Leave her with me. I know better than to ask what you're up to. But whatever it is, I hope it all works out. Thank you. Jetzt geben wir dem einfach mit. Okay. He seems like a good friend. Gut. He hasn't changed. He never was one to stand out. Instead, he was always hanging back, worrying about everyone else. As for Faria, it's always the closest to me who get hurt. You don't seriously blame yourself for what happened to her, do you?
Somebody got to her, to strike back at me. Someone who knew me well enough to know that I'd hesitate to fight back. And the same goes for you as well. Neither you nor Faria would have lost loved ones if it wasn't for me. You're wrong. Kelzelik was the one who killed my brother, under orders from Almadria. As for Tarnagan, if it weren't for the crown contest, he'd still be alive. That and the whole damn hierarchy that makes it possible. So. But that's why we're fighting. To put an end to this whole messed up system that treats people as expendable. Indeed. Ridding society of this blight is really the only way I know how to atone for my sins. You can't atone, Dohalim. I know it hurts to hear, but those people are dead. No amount of soul-searching or trying to make amends is going to change that. Forgiveness, acceptance, those ships have sailed. So I just forget the harm I caused? No, the opposite, in fact. You remember. You never forget. You keep it in your heart always. And then you go on living. Not for those already past, but for those still alive. For those still alive. Warum ist Mama Kisara's so right. klug? So long as we've still got breath in our bodies, we can make a difference in the lives of others. Lives being the operative word. That's what living's all about. Being able to still make a difference. Punishing yourself for the past won't make the pain of your conscience go away. Only fixing the problem in its stead. Is that what you're saying? That's right. You have to live for tomorrow, Dohalim, not for yesterday. And not only that, you need to live for yourself, and for the change that you still can be. I shall try. Don't forget, we've still got a mystery to solve. The Forbidden Zone, remember? Shion, Huh? thank you. You have my deepest gratitude for what you did for Faria. Glad to be of service. I'm glad we could stop Faria without hurting her. You all did much for her as well. I'm most grateful. Oh, shucks. We're on the same team, right? Let's move on. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt möglicherweise in einen kleinen Boss-Rush ausartet. Do you think Faria was really being controlled by someone? Certainly seemed that way. The question is, who? The Red Woman? The same person who's behind all of this, I'll bet. Whoever that is. Brainwashed or otherwise, the feelings of resentment she holds towards me are real. Someone used her because they knew we'd hold back. If that's not playing dirty, I don't know what is. It does tell us one thing at least. Someone here in Lenegis is watching us. Someone who means us harm. There's no question. That attack was meant for us alone. By someone capable of getting inside a person and manipulating them like a weapon. We need to find whoever it is, fast. Wir sind daher gekommen, ne? Durch die Tür, ja. Oh, wen interessiert denn jetzt mein Vieh? Oh, warte mal, hier waren wir doch im Flashback. Hier war der erste Flashback. What is it, Rinwell? Do you hear something again? Yeah. It's that voice. The will of Dana's astral energy. Oh boy, da geht's wieder los. Ew. Ich sehe da viele Dornen übrigens. Und organischen Schwibbelschwabbel. Okay, es sind eher Tentakel, aber hat schon eine gewisse Ähnlichkeit. What? There's so much astral energy. But where's it all coming from? It's almost like it's alive.
Oha. Ich habe so viele Fragen. Also erst sind die Dornen aus ihr rausgekommen und dann ist er durchgedreht. Wenn man es so nennen kann überhaupt. Aber haben wir Shion nicht im zweiten Intro in diesem Naudi-Kleid gesehen, in diesem Maiden-Kleid? That was the spirit channeling ceremony Oh just boy. now. No, it was more than that. What the hell was that? It felt like everything was on the brink of... Like the whole world was seconds from... Oblivion. It's the same vision as the one my thorns show me. A vision of impenetrable darkness that swallows up us and everything else. An empty void. A nothing so complete and dominating that there aren't even words to describe it. The end of time. The visions of the apocalypse you've been seeing. If I'd known how bad they were, So, everything we just saw, those were Naori's memories, right? That's right. It was as if her innermost thoughts were speaking directly to us. At least I know they weren't mine. That power flowing into her. It reminds me of Shion's thorns. If they're what's responsible for all these visions she's been having, then maybe... Maybe my thorns are made from that same astral energy? If that is the case, we just found the missing link between your thorns and what happened here 3 centuries ago. No, more than a link. Perhaps even the very heart of the matter. I've never felt astral energy so powerful. What was that? If it's the same energy your thorns are made of, it must be dark astral energy, right? And isn't that something only Renans have? Correct. Dark astral energy is possessed by Renans alone. And when enough astral energy gathers together, it develops its own form of sentience. If so, maybe that complete oblivion is exactly what the Renan astral energy's will is wishing for. But why? I don't know. Will can be a pretty vague thing to nail down. It's more of a feeling, just like the will of Dana. But the will of Dana is made up of astral energy too, right? And if that's what's been showing us these visions... I don't know, should we really be getting so involved with this thing? Dana's will would never want oblivion. But you can't say that for sure. Cut it out, you two. Squabbling over theories will get us nowhere. Let's keep moving. If it's Dana's will showing us these memories, then I'm as clueless about its motives as any one of us. But if it could lead us to the truth, then I want to find out more. Shion's right. All we can do is keep going. If these really are Naori's memories we're watching, there could be truths in them I was never aware of. Ja, was genau passiert ist zum Beispiel? And I think they may be the kinds of truths I need to confront if we're going to keep fighting. I'm sorry about what I said earlier. Come on, let's go. Aber ehrlich gesagt bin ich jetzt nur noch verwirrter als Finally, vorher. we begin to understand what the thorns are. Yes, and their source. A ceremony that occurred 3 centuries ago. But we still don't know how to get rid of them. I just hope we can find a way. That vision we saw.
It was as if it was meant specifically for us. What do you make of it? Do you still think the will of Dana might be involved somehow? Maybe it's trying to tell us something. But what? Well, it could be supernatural. You know, like seeing dead people, messages from beyond the grave, ghost-type stuff. That's your grand theory? That we're being haunted? Come on, Law. Wait. He might be closer to the mark than you think. What if a person's thoughts and deeds were to somehow become indelibly etched into the ether of a place? And what if those with a connection could then somehow pick up on them? You think that's what it was? Some kind of message someone left here for us? I am merely entertaining the possibility. Whether it was Dana's will, or somehow connected to the Sovereign and Maiden's powers, I do not know. Okay, back up a sec. You're saying that if a place is full of enough astral energy, it can somehow show us events that happened centuries ago? More to the point, how does that much astral energy gather in one place anyway? Seems unlikely it happened naturally. Whatever it was, it survived here intact for 300 years. Whoever left it for us, the strength of their intent is beyond doubt. The strength of their intent. Oh, warte mal. Was, wenn die rote Lady eine Hollowed-out Nauri ist? Das wäre creepy. Oh, okay. Sie ist übrigens selbst gelaufen, ich war das nicht. Soon, you might very well learn the truth behind Shion's thorns, as well as my own past. I have to be ready to face anything. Whatever happens. Wieso fühlt sich das so nach Finale an? Erstmal umdrehen, ich will noch speichern. Moment. Just need a little time. Moment. Ja, das ist halt die Frage, ne? Ich bin so verwirrt. Aber ich schätze, wir werden gleich Antworten bekommen. Wir wurden insoweit geheilt, dass ich jetzt darauf pokere, dass wir entweder noch ein Heilding kriegen oder ich halt im Kampf nochmal HP restocke, aber wir gehen da jetzt rein. Ich will jetzt die Wahrheit wissen. Soon, we might have to be ready to face anything. Der Weg führt nur Whatever vorwärts. happens, I'm determined to save Shion and Dana. Nothing I learn can change that. Sagt er jetzt noch? Ach, ich hätte nochmal speichern können. Okay, nevermind. Dann beamen wir uns mal hoch und gucken, wer da wartet. Die Lady in Red, Nauri, Avakir, seine Mom. Hold up, you guys. What is it? I want to look through that room over there. I'm curious what we'll find. Den kennen wir That's doch. the room you visited in your past, right? Sure. We can check it out. Story time. This looks like some kind of research facility. A laboratory secreted away in the Forbidden Zone. Why am I past being surprised at this point? Looks pretty deserted. Let's check it out. It might give us a new lead. Witzig, dass Alphen in dieser Forbidden Zone, die nur die Herrscher betreten können, als Experimentherrscher rumgeeiert ist. Sag's ja nur. For the people of Lenegis, the Forbidden Zone is the stuff of dreams. Yet here I am, standing within its hallowed halls. It's off limits even for lords, then? Talk about an exclusive club. Being exclusive is one thing, but how many important facilities let in only the Sovereign? Doesn't that seem a little strange? Schon? Strange doesn't cover it. If it was only one room, maybe. But a place on this scale? How did they keep it from falling into ruin? Okay, das stimmt Whoever the natürlich. Sovereign is. Huh. They can't manage the upkeep of this whole place themselves.
Did no one ever talk about it when you were growing up? No, not that I can remember. Then again, sovereigns and forbidden zones weren't exactly breakfast table conversations. The Forbidden Zone is a hallowed place, at one with the Sovereign's authority. Grounds of the one true ruler who presides over all Renans. Ist einfach alles fake. That is what we believed this place to be. No, what we were made to believe it was. But now, it is finally time to discover this area's true purpose, and why it was kept hidden behind the scenes for so long. Oh boy. Kommt Alphen also doch aus dem Reagenzglas. Ich hatte ja mal vor einer ganzen Weile diese wilde Klontheorie. Ob ich recht hatte, sehen wir jetzt, schätze ich. I think I can make this work. Vielleicht ist auch Volrun aus dem Reagenzglas oder Shion. Hi. Well, can you make head or tail of it? These are experiment records by the looks of it. Reams of them, dating back hundreds of years. Let's see. A composite being capable of controlling Danon astral energy so as to convert its molecular and elemental makeup. The creation of a governing central figure, taking the form of a Danon. Codename Sovereign. Sovereign. Hey, Alphen. Wait, there's more. Research into utilizing force field crystals for the purpose of stable astral energy containment. That must be the Master Cores. With all this raw data, there's bound to be records here somewhere about the Maiden and the Lords, too. About the Lords? Why would they be on there? Think about it. The Lord's crests are clearly of a piece with those of both the Sovereign and the Maiden. Not to mention the fact that the contenders to the crown are selected from otherwise regular Renan citizens. In other words, it may be that all Renans are unwittingly being made subject to some kind of grand scheme. What about the Sovereign? Does it say anything else? Where do I start? All I've read so far is the headlines. There's so much here. To sift through all of it would require specialized... Wait. What is it? Did you find something? It's a list of names, with the title Test Subjects, Sovereign. It's your call. Read it. There must be dozens of test subjects listed here. Hundreds even. All of them failures. Wait, I think I've found one that was successful. Test subject number 1273. Ethnicity, NA. Seine Nummer, ne? Unique adjustment index, generation, NA. Given name, Alphen. Ja, das wissen wir ja schon. They re-engineered me. Right here in this lab. Alphen. It's fine, really. What about the others? Was I the only one? Test subject number 10105. Ethnicity, NA. Das war Unique wrong. adjustment index, generation, NA. Given name, Volron. Ja. Volron? But that means... He's only sovereign because someone made him that way too. He's the last one. In 3 centuries worth of records, you and Volron are the only 2 subjects on whom the experiment was a success. Ziemlich schlechte Quote, würde ich sagen. But what about the winners of the crown contests? Does this mean that none of them were ever crowned sovereign after all? Upon victory, the Sovereign shall return to Rena and rule over Rena and Lenegis combined. When a new Sovereign is decided, the outgoing monarch shall relinquish their post and live out the rest of their days on Rena. So we were told. But according to these records, there have only ever been 2 Sovereigns.
neither of whom had anything to do with the crown contest. Also ist Renna voller Zombies? It's all lies, including the part about the Sovereign residing in Renna. Vielleicht. The crown contest was never about deciding a new ruler. It must always have been devised for some other purpose. But even supposing that's true, someone must have been in charge for the past 3 centuries, right? If it wasn't the Sovereign, then who was it? Crown contests have been held this whole time, in spite of the fact that there was already a sovereign. Me. Meaning that for the past 300 years, someone out there has to have been maintaining that lie. The same person I'm willing to bet is behind all this. The Red Woman? It's possible. But that doesn't necessarily mean she's the mastermind behind this scheme. She could be working for someone else. Someone back on the Renan homeworld. Either way, it's fair to say she's definitely involved somehow. What about the data records? Is there no other information that could help us? Not that I can see. Just file upon file of experiment results. There's nothing here about who's behind all this, or what their endgame is, unfortunately. I've barely managed to scratch the surface, mind you. You won't be able to read through it all, but you're welcome to take a look through what you can, while we're here. I'll do that. Okay. So this is where Alphen became the Sovereign, and Volron as well. The significance of this location would suggest... Hey, it looks like the terminals in here turned on too. We should look through them. They might contain valuable information. Are you just going to keep standing around or what? Sie mich immer mobbt, nur weil ich zuhöre. Only 2 sovereigns in over 300 years. So why has the experiment only succeeded twice in all this time? And if that's the case, why keep on doing it? Sie Was there versucht, really das no Beste other zu way? machen. Or could there be some other reason? Dohalim. Für die Geisterbeschwörung von irgendwas. Forgive me. Den Dornen, Alphen. keine Ahnung. I'm fine. I'm just a little shaken, that's all. I knew what I was already, so it's not like it's a surprise or anything. But it's strange. I've got all this rage inside of me, but I don't even know who it's for. I'm scared that I'll put a face to it, just to have someone to blame. If that were to happen, then No. Then we'd help you fight it, before you ever got that far. Wouldn't we, everyone? Yeah, we wouldn't just sit by and watch you spiral out of control. That's right. No good can come from being consumed by hatred. If you ever start to lose your way, you can count on us to guide you back. To remind you where home is. And I would be happy to lend an attentive ear, should you ever have need. Thank you, everyone. I think I'll be okay now. Okay. Wähle ein Thema, zu dem du mehr erfahren willst. Der Herrscher. Der Herrscher fungiert als Lenegis zentrale Steuerungseinheit für die Geisterbeschwörung. Jeder hat eine Stufe 2 Autorität und ein Wappen. Ein danesisches Zielobjekt dient als Basis seiner Erschaffung. Ideale Kandidaten haben eine gleiche Affinität zu jedem Astralelement. Okay, das könnte wichtig sein. Diese Eigenschaften sind unter den Bedingungen der echten Welt statistisch jedoch selten vorzufinden. Aber warte, bedeutet das auch Dunkelheit? Weil Danons haben ja eigentlich kein Dunkelelement. Infolgedessen sterben die meisten Zielobjekte während der Angleichungsphase und selbst bei den Überlebenden ist keine Stabilität garantiert. Diese Instabilität kann in Verbindung mit der Macht zur Astralmanipulation des Herrschers ein großes Sicherheitsrisiko für Lenegis darstellen. Wenn der Herrscher in der Geisterbeschwörungszeremonie eingesetzt wird, ist ein Unterstützungsmechanismus zur Stabilisierung erforderlich. Das ist dann wohl die Maiden? Zusatz 1. Es wurden keine effektiven alternativen Methoden zur Zeremonie gefunden. Tests an danäischen Zielen dürfen fortgesetzt werden. Zusatz 2. Einheit 2 Angleichungen waren erfolgreich. Weitere Angleichungen werden während der Beobachtung ausgesetzt. Die Jungfer.
Die Jungfer fungiert als Unterstützungsmechanismus für die Geisterbeschwörung. Jede Jungfer hat eine Stufe 2 Autorität und ein Wappen. Ein Reneisches Zielobjekt stellt dem Herrscher das ergänzende dunkle Astral zusammen mit dem Renes Alma zur Verfügung. Okay. Das heißt, Alphon hat die 5 Elemente und die Maiden bringt dann die Dunkelheit mit rein. Während der Zeremonie kümmert es sich teilweise um die Astralenergieumwandlung sowie um die Stabilität der eigenen Macht des Herrschers. Es wurde ferner beobachtet, dass das Maß an Intimität zwischen ihm und dem Herrscher positive Auswirkungen auf die Stabilität der Zielobjekte hat. Deswegen es mit Shion funktionieren wird, weil sie Lavidavi sind und mit Naori nicht funktioniert. Aus diesem Grund sind Testaktivierungen des Herrschers in Abwesenheit der Jungfer ausdrücklich verboten. Außerdem sind weder der Herrscher noch die Jungfer über die Einzelheiten der Geisterbeschwörung in Kenntnis zu setzen. Zusatz 1. Die mentale Instabilität der Jungfer gilt als Ursache für die Untriebe des letzten Herrschers. Gegenmaßnahmen sind zu erwägen. Zusatz 2. Gemäß den Plananpassungen wird die Jungferregistrierung des jetzigen Zielobjekts widerrufen und sie kehrt in ihre Familie zurück. Da geht's um Naori und Alphon, oder? Okay. Lords. Bei jedem Kampf um die Krone werden 5 der fähigsten Renaischen Bürger als Lords auserwählt und treten an, der nächste Herrscher zu werden. Während ihrer Herrschaft wird ihnen Stufe 3 Autorität sowie 1 von 5 Elementarreichen mitsamt des entsprechenden Meisterkerns verliehen. Sie erhalten außerdem ein Wappen, das ihr jeweiliges Element ausweist. Die Auswahl berücksichtigt nur die Astralkünste sowie körperliche und geistige Eigenschaften. Andere Faktoren wie Alter haben keinen Einfluss. Da nur die stärksten Renaer Lords werden, verleiht der Titel einem Lord keine zusätzliche Kraft. Es ist jedoch zu beachten, dass Lords nicht die einzigen sind, die einem Meisterkern seine Macht entlocken können. Alle Renaer müssen am Auswahlvorgang teilnehmen und die Annahme des Titels ist Pflicht. Geeignete Kandidaten dürfen darauf nicht verzichten. Falls ein amtierender Lord nicht mehr in seiner Rolle dienen kann, muss schnell ein Ersatz gefunden werden. Was es halt umso unlogischer macht, dass wir 4 Lords gekillt haben und nichts ist passiert, um sie zu ersetzen. Bericht zum individuellen Testobjekt Angleichungsindex. Dies ist ein Bericht zum zweiten erfolgreichen Experiment an einem Herrscher-Testobjekt. Okay, also zu Volron. Testobjekt Nummer 10.105, Name Volron, Generation keine Angabe, individueller Angleichungsindex, Ethnie keine Angabe. Das Zielobjekt weist ein hohes latentes Potenzial auf, zeigt jedoch Merkmale mentaler Instabilität sowie eine starke Abneigung, Befehle zu befolgen. Das haben wir mitbekommen, ja. Die Risiken, die es darstellt, übertreffen sogar die des letzten erfolgreichen Zielobjekts, das selbst scheiterte. Seine Beseitigung wird erwogen. Zusatz: Dies ist der erste erfolgreiche Fall in 300 Jahren. Die zuvor genannten Risiken wurden dank Kontrollprotokollen inzwischen minimiert. Zielobjekt wird unter der Annahme beobachtet, dass Plan 2 umgesetzt wird und in Dana unter der Tarnung eines Lords eingesetzt. Okay. Meisterkerne. Meisterkerne sind Machtinstrumente und enthalten Astralenergie, die zu einem der 6 Elemente gehört. 5 dieser Meisterkerne für Erde, Wasser, Feuer, Wind und Licht sind beim Kampf um die Krone jederzeit an Renaische Lords entliehen. Nur der dunkle Meisterkern verbleibt unter strengster Geheimhaltung in der verbotenen Zone, bis das Renes Alma bereit zur Reformation ist. Unter dem runden äußeren Ring des Meisterkerns befindet sich ein Kraftfeldkristall zur Verwahrung der Astralenergie und Stabilität. Die Astralenergie wird im Inneren des Kraftfelds in einem inaktiven Zustand verwahrt. Während ihrer Herrschaft treten alle Lords im Kampf um die Krone an, um ihre jeweilige Art von Astralenergie anzusammeln. In Notlagen darf jeder Lord wie erforderlich Astralenergie von seinem jeweiligen Vorrat entziehen. Die zulässige Menge hängt jedoch von seiner individuellen Stärke ab. Zusatz 1. Es wurden Designfehler bei der Art und Weise entdeckt, wie sich das Renes Alma materialisiert. Hinweis: Aktive Meisterkerne können mit anderen Meisterkernen in der Nähe Resonanzen bilden und dadurch instabil werden. Das haben wir auch irgendwann mal erlebt, weil die ja aufeinander reagiert haben. Zusatz 2. Nach der erfolgreichen Regeneration des Renes Alma werden die Meisterkerne nicht mehr genutzt und der Kampf um die Krone wird beendet. Okay. Geistkerne. Geistkerne sind Endstellen für die Ansammlung von Astralenergie. Wenn sie in ein biologisches Zielobjekt eingelassen sind, errichten sie Verbindungen durch seinen ganzen Körper. Durch diese Verbindung wird Astralenergie aus körperlicher Aktivität gesammelt und schließlich vom Wirtkörper selbst ausgestoßen. Ist das, warum sie
diese Kerne in den Händen haben? Das wurde ja auch ewig nicht mehr thematisiert. Weil sich diese ausgestoßene Energie rasch verflüchtigt, muss der Wirt in Reichweite eines Geistgefäßes sein, das die Energie sammelt. Das bedeutet, dass dann näher zur Ernte der Astralenergie im Rahmen des Kampfes um die Krone einzusetzen sind. Aufgrund der schwierigen Herstellung ist es ratsam, dass die Geistkerne nach dem Tod des Wirts aus seinem Körper zurückgewonnen werden. Geistkerne können auch in Sugel eingelassen werden, um sie durch Astral Arts zu steuern. Zusatz: erhöhte körperliche Belastung eines Wirtskörpers erzeugt tendenziell mehr ausgestoßene Astralenergie. Die endgültige Bestätigung der idealen Belastung von Wirtskörpern zur idealen Astralenergieausbeute, ohne zum Tod zu führen, steht noch aus. Ja, aber warum das Ganze? Ich meine, das ist jetzt alles nicht neu. Lenegis. Okay, vielleicht jetzt. Ein groß angelegter Astralenergie-Umwandler, der hauptsächlich die Elementarzusammensetzung von Danas Astralenergie umwandelt und dann Renna sendet. Die Aktivierung und Steuerung der Astralenergie-Umwandlung geschieht durch den Herrscher, die Jungfer und das Rennes Alma im zentralen Kern. Lenegis besteht aus geheimen und essentiellen Personalwohnvierteln um einen großen Leiter herum, geschützt durch eine Verteidigungszone. Dieser äußere Ring wird bei Aktivierung entfaltet und legt den zentralen Leiter frei, während er gleichzeitig zur Stabilisierung dient. Aufgrund seines Aufbaus ist bei der Entfaltung des äußeren Rings eine Beschädigung der Wohnviertel zu erwarten. Da es jedoch nur während der letzten Stufe der Geisterbeschwörungszeremonie dazu kommt, ist kein Notfallplan für diese Schäden erforderlich. Bis zu dieser Phase dient Lenegis als zentrale Einsatzbasis für die Verwaltung und Durchführung des Kampfes um die Krone auf Dana. Warnung: Personal mit Stufe 3 Autorität oder niedriger ist der Zutritt zur verbotenen Zone strikt untersagt. Eindringlinge werden exekutiert. Okay. Das bedeutet doch aber, dass Lenegis überflüssig wird, wenn die Geisterbeschwörungszeremonie funktioniert hat. Abtrennbare Erntemaschine. Ein riesiges Geistgefäß, das für die Geisterbeschwörungszeremonie in Dana platziert wurde. Das ist der Keil, ne? Es dient als Spitze von Lenegis Energieleiter. Wenn er in danäischen Gewässern landet, fährt er 2 Reihen an Leitungsarmen aus. Die vertikalen Arme sind mit dem Zentrum Danas verbunden. Die horizontalen Arme umhüllen gleichzeitig die gesamte Oberfläche Danas. Nach der Aktivierung verbindet er sich mit den biologischen Geistgefäßen in jedem Reich und erntet so die gesamte Astralenergie des Planeten. Die gesammelte Energie wird dann über Lenegis an Renna übertragen. Da der Bau und die Anpassung im Regulierungsbereich der verbotenen Zone stattfinden, wird Lenegis äußerer Ring vor dem Start entfaltet. Aufgrund seiner halbautonomen Funktionsweise ist nur bei Bedarf der Einsatz von Wartungspersonal erforderlich. Abgesehen davon ist kein Personaleinsatz nötig, um die Funktion zu gewährleisten. Zusatz 1. Der abtrennbare Ernte 1 explodierte durch das Wüten des Herrschers auf Dana und wurde zerstört. Zusatz 2. Der Landepunkt des abtrennbaren Ernters 2 entspricht dem Landepunkt des Vorgängermodells. Das liegt an der Explosion des Vorgängermodells, die die planetare Topographie veränderte, was die Verbindung mit dem Zentrum Danas erleichtert. Okay. Uff. Da ist ja auch die Magie hinter der Maske. Ein Apparat, der das Gesicht des Trägers bedeckt und seine mentale Aktivität einschränkt. Er wurde zur Ruhigstellung von Gefangenen entwickelt. Sie kommt auch im medizinischen Bereich zum Einsatz, insbesondere um zu verhindern, dass Patienten ein psychisches Trauma erleiden. Dieser Einsatz ist aber nicht ratsam, da durch eine langfristige Verwendung das Risiko schädlicher Nebenwirkungen ansteigt. Zusatz: Durch den Verlust der Produktionsstätten bei der Zerstörung von Lenegis werden keine weiteren Geräte mehr hergestellt. Warte. Okay. Gehirnwäschebericht. Nachdem Meldungen über eine stabile neue Herrschaftsform in Danas Wasserreich aufkamen, wurde ein Untersuchungsbericht beauftragt. Das System ist insofern einzigartig, als es nur den Lord zur höchsten Autorität erhebt, während Renea wie Danea versklavt werden. Testobjekt Nummer 10.105 dient als derzeitiger Lord des Reichs und hat diesen Titel ohne Einsatz besonderer Macht, Drogen oder Geräte erlangt. Vielmehr gelang es ihm durch reine Führung. Angesichts der wirksamen Bevölkerungskontrolle der Methode wird die Situation weiter beobachtet.
Zusatz 1. Der Schlüssel seiner Herrschaft scheint im Auslöschen kognitiver Fähigkeiten durch gewaltsame psychische Unterdrückung zu liegen. Sobald ein Zielobjekt seine Autonomie verliert, wird es vor Angst desensibilisiert und ignoriert in Folge selbst seine persönliche Sicherheit. Während ein solcher Zustand für Befehlshaber ungeeignet ist, ist er ein effizientes Mittel zur Kultivierung austauschbarer Infanterie und Sklaven. Zusatz 2. Soldaten in Lenegis, die dieser Behandlung unterzogen wurden, werden testweise zur Sicherung geschützter Bereiche eingesetzt. Deswegen sind wir auch hier auf sie gestoßen, schätze ich. Schatz, bist du noch wach oder bist du jetzt eingeschlafen? Das haben wir alles gelesen, ne? Warte, war auf der Rückseite auch noch eins? Nein. Dass ich nicht über die Kabel steigen kann. Hier hat sie damals gestanden. Die gute Naudi. Oh hey. Kann ich mich hier heilen? Ein Raum, der über 3 Jahrhunderte hinweg unverändert geblieben ist. So, als ob hier die Zeit selbst stehen geblieben wäre. Vielleicht ist sie das ja auch. Aber dann wiederum, wo sollte Wallrun hergekommen sein? Du siehst viele Zahlen, sieht nach Protokollen aus über den Abgleich zwischen Testpersonen und Lenegis selbst. Ich verstehe nur Bahnhof. Aber vielleicht bekommen wir ja hier Antworten. Mehr Erinnerungsenergie. Da ist die Maske schon drauf. Ich habe so Angst, dass sie böse ist. Naori, I... Don't talk. I have to do this. I gave you my word that I'd help you return to Dana. The next time you open your eyes, you'll be home. But you... My place is here with my people. I still have a duty to fulfill. I'm sorry for what you've endured. Rena never should have dragged you into this. It's not your burden to bear. But... The mask contains a sedative. It should keep your mind from tearing itself apart any further. Let yourself go to sleep. This should help with the pain. Time to go, Elfin. Farewell. Den spannenden Teil haben wir jetzt halt wieder nicht gesehen. Das machen die doch mit Absicht. His injuries are worse than I thought. Short-term treatment isn't going to cut it. I'll have to switch the healing pod to long-term hibernation mode. Dann so, ups, Maus The chance of gerutscht. surviving hibernation's less than 10%? And worse, long-term use of the mask carries a high risk of damaging his mind and nervous system. But... If I don't head back, Lenegis will be nothing but ashes. And this starship along with it. I don't know if I can fulfill my promise to you, Alphen. But if doing this will grant you even the slightest chance, I have to try. I hope it's enough. Please, live for me, Alphen.
Also haben wir irgendwas beschworen, das Lenegis in Schutt und Asche legt und sie hat's versiegelt? Oder wie darf ich mir das That vision. vorstellen? It must have been from when Naori helped Alphen escape Lenegis. So Breath of the Wild She mäßig. sure went above and beyond the call of duty. Even with Lenegis crumbling down around her, she chose to stay put with her people. So that's why you lost your memories and sense of pain, and why you were asleep for that whole time. It was all the result of one agonizing decision Naori made to save your life. Yeah. If it weren't for her, I wouldn't even be alive today. I owe her everything. More than I could ever hope to repay. Now that you know how she felt, how do you plan on honoring her wishes? She kept her promise. If the Renan people she fought so desperately to protect are at risk from a malevolent force, then I owe it to her to carry on her fight. Naori was the one who put that mask on me, and made me Iron Mask. She did it to prevent your soul from tearing itself apart. She knew you might lose your memories and sense of pain as a result. But more than anything, she wanted you to survive. And you did. Ja, aber war das so gut, ist die andere Frage. Wie viele Stockwerke hat es noch? Oh oh. Da ist der Schwibbelschwabbelraum. Oder die Tür zum Schwibbelschwabbelraum. Ein Kraftschmankerl. Ich meine, solange wir keine Heilplattform sehen, mache ich mir mal keine Sorgen. Pflanzen. Ich hätte erst gedacht, es sind vielleicht alle 4 Energien, aber sind es nicht. Ich weiß nicht, ob wir da reingehen sollten. Es sind nämlich doch Dornen. Seht ihr das? Da sind ziemlich spitze Pixie-Dinger dran. Und hier hinter ist bestimmt der Raum, in dem die Zeremonie abgehalten wurde. Yep. This place. We've seen this in one of Naori's memories. Of course. Wir sollten nicht hier sein. Das ist voll der Parasit irgendwie, ne? So ein Dornparasit. After 300 years, this is where it was held. The spirit channeling ceremony. This is where the Renis Alma was. So this is the place where you and Naori... The Renis Alma isn't here now. Nor is the Red Woman, it seems. Sind wir da sicher? I know it's difficult, Alphen, but there will be time to dwell on the past later. For now, we need to keep moving. Come on. Ja, wohin denn? Gehen wir denn hin? Naori. What is this? Is it the work of Dana's will again? It's been a year since the ceremony. That day, I shut away inside of myself the power that caused Alphen to lose control. Since then, my visions of the future have grown more and more fearsome. Is this another memory? No, it's different this time. It's like she's speaking directly to us. Das ist eine Nachricht. Das heißt, sie ist doch der mutierte What we Endboss did oder back so? then. Not so much as a day passes when I don't think about it. About what was done to us. All in the name of a ceremony. The purpose of which we were never even told. As Selvrin,
They linked Elfin's consciousness to Lenegis itself. The Renis Alma was intended to control his power, lest anything should slip through its cracks. That day, as Maiden, my role was to temper his power. I was meant to guide it forth, and give shape to the strength inside of him. Linked to Lenegis itself? But then, everything that's been happening. But that power showed me a vision. A vision of oblivion. When I realized that vision was a prophecy of the apocalypse we were about to unleash, I couldn't go through with it. But without a maiden, the ceremony was doomed. Alphen lashed out, his consciousness no longer his own. I did what I could. Using my abilities as the maiden, I tried to seal that power away inside of me. But it was too late. Lenegis had already been brought to its knees. Thousands upon thousands of lives so cruelly snuffed out. All because of me. Because of what I had done. With the destructive force now slumbering inside of me, I knew I had to find a way to dispose of it. Anything to make up for my failure. But I didn't know how. Especially since that power was astral energy itself. In which case, ironically enough, the Renis Alma seemed to be my best bet. That, at least, would hold the astral energy dormant. Assuming that no malevolent third party got to it first. Uh-oh. With the Sovereign and Maiden's combined power, perhaps I could shift the chaotic energy inside me into the Renis Alma instead. That's what I hoped, but alas, it was not to be. The Renis Alma was lost. And Alphen, the Sovereign, was in a starship bound for Dana. Sind die Dornen so in My Xion only gelandet? choice was to seal away the destructive force inside of me using my powers as the Maiden. To buy the world what little time I could. The time needed for a new Renis Alma to be crafted. And for a new Sovereign to appear. Even if by doing so, it meant I would be passing the curse on to my descendants as well. Also sind die Dornen doch das, was rausgekommen ist aus der Beschwörung. Okay. Please, forgive me. I never meant to burden the future world with this threat too. I only wish that there was something more I could have done. Wait, you can't just... Mir ist zwar nicht ganz klar, wie sich das weiter vererbt hat, aber es ist vielleicht so ein Zelda-Ding. That message just now, was it directly from Naori? Or was it the Danon voice speaking through her? Oh boy. What? These are the clothes that Naori and I wore during the ceremony 3 centuries ago. Also machen wir es jetzt nochmal. So you're saying this is the Maiden's outfit? That's right. These clothes are designed to resonate with the Sovereign and Maiden's abilities. They focus and enhance them. And they appeared now because... Naori must have left them here for the new Sovereign and Maiden, knowing the day would come when they would need them in their fight against the Thorns. These outfits are directly linked to the answers we've been chasing this whole time. If they're here, it must mean it was Naori's will for us to find those answers as well. Locating the Renis Alma would allow us to neutralize the dark astral energy inside Xion, thereby silencing her thorns. Is that what Naori's suggesting? It makes sense.
After all, master cores and spirit vessels are both able to prevent the astral energy inside them from developing sentience. Habt ihr euch mal umgeguckt, wie das hier By that aussieht? logic, it would stand to reason that the Renis Alma would have the same ability on a larger scale. Hier sind We überall have a maiden Dornen, and Mann. sovereign. Now all we need is the Renis Alma, and we'll finally be able to free you of your thorns. Shion. Wenn die Geisterbeschwörung die Dornen überhaupt erst heraufbeschworen hat, wie soll das denn irgendwas I helfen? do. We can rid you of your thorns and stop the world from falling to oblivion. However, the spirit channeling ceremony already failed once. Even if our goal is different this time, we can't be sure the same thing won't happen again. Macht doch keinen We should Sinn. take care not to be too optimistic. You're right. It's the barest sliver of a chance. But if there's even the slightest hope it can work, I'm willing to stake everything I've got on it. I know it's too early to let myself feel relieved, but I just can't seem to help it. Just hearing there's the slightest chance, even though I know the world's still in great peril. It's selfish of me, I know, but still. No, it isn't. You found hope to believe in. It'd be strange if you weren't over the moon about it. Rinwell's right. We can rid you of your curse and still save the world at the same time. Ich meine, das sieht hier schon aus wie so ein Beschwörungsaltar für die Dornen, oder nicht? Naori entrusted Doch mal us with the fate of all humanity. Now, it's up to us to prove that trust was well placed. Starting with a little game called Hunt the Renis Alma. Yeah, we've come all this way. Now we just need to search Lenegis and Rena until we find it. Ach so, ja dann. Yeah, we can protect the world and save Shion at the same time. I too shall lend my services. My knowledge of Renin lore is bound to be a useful asset. And they say modesty is dead. Miracles just seem to follow wherever you go, huh? How do you know it's me they're following? We're all in this together, Shion. You included. Ich habe gerade so einen Vesperia-Moment. Now let's get moving, shall we? Last I heard, we had an apocalypse to stop. Thank you, Naori. So Naori sealed away the power that made me lose control of myself. She stopped my rampage and saved my life. But then, that power she'd sealed away was passed down to you. I'm so sorry, Shion. It's my fault that you're cursed. You're wrong. What happened to you was because of the ceremony and Naori's attempt to stop Oblivion. You paid a heavy price for it, and then fell asleep for 300 years. The reason you lost your memories Is the reason for your curse. the thorns. It all leads back to them. But once they're gone, we can finally put an end to all this. Aber süß, When wie my sie thorns verbunden are sind. gone, I never dared to dream that such a thing could be possible. No, the truth is, I think maybe I've always been dreaming about a life without my thorns. The touch of my family, or playing with my friends, holding hands with Rinwell, or giving Law a deserved smack. Das kannst du Embracing trotzdem machen. everyone. All the normal things that people do together. Von dem I Klaps stirbt er always schon wished nicht. I could experience them for myself and finally know what they were like. Is it really okay for me to believe it can happen? I'm so scared of getting my hopes up. What if it doesn't work out in the end, and... That's not going to happen. I'm here to make sure it won't. Forget fate or destiny or anything else. We're going to live a normal life. There are a lot of things you still want to do, right? Yeah, you're right. It's such a strange feeling. I know that we've still got plenty of fighting up ahead. And it's for my sake. So I can live. You're worth fighting for. Vielleicht wurde es erst I mit dem believe Klaps you, aktiviert. Alphen. Good. I'll keep on fighting. For as long as it takes. Until our future is finally in our hands.
kannst ein Baby auch nicht versorgen, wenn du es nicht anfassen kannst. Das ist so ein kleines Plothole. Die letzte Jungfer. Weil wenn du ein Baby nicht anfassen kannst, kannst du es nicht wickeln, du kannst es nicht füttern. Das ist also mit einem Kleinkind geht es vielleicht, aber solange da noch Windeln involviert sind, wird es schwierig. Aber Fantasy. Fantasy. Das mit Wikipedia erkläre ich dir gleich offline. Okay, ich kann nichts verteilen. Okay, ein Schwert für den auserwählten Herrscher. Es entlockt ihm seine verborgenen Kräfte, um die Geisterbeschwörungszeremonie durchzuführen. Ich weiß immer noch nicht, ob das gut ist. Zeremonielle Kleidung, die dem erwählten Herrscher verliehen wird und ihm erlaubt, die enormen Kräfte der Geisterbeschwörungszeremonie zu ertragen. Zeremonielle Tracht für die erwählte Jungfer. Sie kann Astralenergie hindern und wird getragen, um die Macht des Herrschers zu bändigen. Okay. Die Frau ohne Mauern. Sounds like this Naori chick had quite the big heart. Her position demanded nothing less. From the sound of things, she didn't focus on differences, least of all those between Renans and Danans. Yeah. It was Naori who first showed me that such a thing was even possible. And then she saved my life by sending me back home to Dana. Not only that, but she willingly stayed behind on Lenegis for the sake of her people. It sounds like she was quite the hero, all right. A truly caring person. Wir hatten Lenegis eigentlich wieder aufgebaut. Nothing to her. The one separating the Renans from the Danans, or herself from others. She had no need for them. Which basically meant that she never had anything to break down in the first place, huh? Yeah. I think you may be right about that. You inherited that legacy. Her wish for the world. Don't I know it? She's kind of like a lodestar guiding our way, showing us what we can aspire to. Aber wenn Alphen es kaputt gemacht hat und Naori hat es dann versiegelt und ein Jahr später war aber alles furchtbar. Und wer hat denn das jetzt wieder aufgebaut? Ich habe das Gefühl, uns fehlt da noch so ein Stück im Puzzle. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich das hier jetzt noch anfassen soll. Sollen wir hier den Break machen? Weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert. Oh, hallo. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert, wenn ich jetzt diesen Altar anfasse. Vermutlich eine Menge und ich habe festgestellt, dass es schon 12:30 ist. Vielleicht machen wir da einfach morgen weiter. Ich glaube, ich muss erstmal über all das nachdenken, was wir gerade gehört haben. Aber irgendwie macht es alles gerade nicht so viel Sinn. Oh, guck mal, der Hintergrund ist jetzt auch so bunt. Oder soll ich noch weitermachen? Bist du noch wach? Aber ich weiß nicht, ob wir, wenn wir jetzt nicht aufhören, nochmal aufhören können. Deswegen denke ich, wäre es, glaube ich, klüger, hier jetzt den Break zu machen. Aber, ich bin so verwirrt. Auch wie sich dieser Fluch weiter vererbt hat, weil das muss ja dann eigentlich über 300 Jahre lang ihre Blutlinie betroffen haben und ich weiß nicht, wie sie sich dann fortgepflanzt hat, weil ja, der Curse macht es ein bisschen schwierig, mit ihr Liebe zu machen. Auch. Ich glaube, das haben sie nicht ganz zu Ende gedacht. Schwierig. Schwierige Sache das. Deswegen habe ich eigentlich die ganze Zeit erwartet, dass wir Naori auch vielleicht auch nochmal irgendwie treffen. Aber schätze nicht. Ich bin verwirrt. Ich muss erstmal nachdenken. Aber gut, ich schätze mal, dass wir dann das nächste Mal nach Renna gehen, weil Law meinte ja, wir werden jetzt das Renes Alma suchen. Wobei ich nicht verstehe, die Lady in Red steht ja hinten an der Tür quasi. Die ist uns ja nachgedackelt. Die hat ja, glaube ich, das Renes Alma eigentlich. Sah zumindest ein bisschen so aus.
Aber, naja, nächstes Mal fassen wir den Altar an und gucken dann, was passiert. Was für wilde Dinge dann unleashed werden. Und eventuell ist es dann einfach schon vorbei. Crazy. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt verwirrter als vorher. Weil sie haben viele Informationen, die wir eigentlich schon hatten, nochmal aufgewärmt. Und dann so kleine Titbits reingeworfen und, Aber wenn wir das Rennes Alma haben, macht alles bestimmt mehr Sinn. Weil, wie gesagt, wir wissen halt immer noch nicht, warum sie überhaupt den König gemacht haben und warum dieser ganze Geisterbeschwörungsquatsch passiert. Ich habe auch das Gefühl, ich habe irgendwas verpasst. Das geht mir ganz genauso. Weil sie wiederholen halt immer dieselben Infos, die wir schon kennen. Aber dieses große Warum fehlt halt noch. Warum der Crown Contest? Warum überhaupt die Geisterbeschwörungszeremonie? Warum diese ganze Geheimniskrämerei da drum? Wieso ist das hier versteckt in so einer Forbidden Zone? Wieso klauen sie Danons und testen an den Sachen und versuchen, den ultimativen Monsterkrieger zu erschaffen oder so? Was ist da los? Wer will das alles? Und warum? Und wieso über 300 Jahre lang? Diese Frage fehlt eigentlich noch. Und wieso wurde vor 300 Jahren die Apokalypse ausgelöst? Von Naori halt getimeoutet. Also halt, es ist halt wirklich ein bisschen wie in Breath of the Wild mit Calamity Ganon. Zelda ist dazwischen gegrätscht, hat ihn für 100, in dem Fall 300 Jahre versiegelt. Und Long, in dem Fall Alphen, hat die Zeit über geschlafen, um zu erwachen und den Weltuntergang dann, also die Calamity dann abzuwenden. Aber wo ist sie halt überhaupt hergekommen? Die Cutscene eben hat ja gesagt, die schiefgelaufene Geisterbeschwörung hat die Dorn und damit diese ganze, wie haben sie es genannt? Hier, Apokalypsen-Dings halt heraufbeschworen. Aber warum? Wer wollte das? Wieso? Ich habe so viele Fragen. Ich hoffe so sehr, dass wir nächstes Mal Antworten darauf finden, weil gerade bin ich einfach nur maximal verwirrt. Aber naja, kommt Zeit, kommt Rat. Gut, ich habe Hunger. Ich gehe jetzt erstmal was essen. Und ich schätze, wenn ich nicht morgen sterbe, weil warm, werden wir morgen direkt weitermachen, weil ich habe so viele Fragen. Aber jetzt schicke ich euch erstmal ins Bett. Ich hoffe, Dommi ist schon schlafen gegangen. Und allen anderen da draußen wünsche ich auch eine gute Nacht. Und wir müssen jetzt über Vesperia reden. Gute Nacht zusammen. Schlaft gut.